Hallo und herzlich willkommen zu Forgotten City. Ein weiterer Auslosungstitel, der im Chat entschieden wurde oder ausgesucht wurde. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Hallo YouTube, hallo. Für mich ist invertiert das Einzige, zumindest bei der Y-Achse. Ja, ich mache die Y-Achse, invertiere ich immer. Okay. Eine Nachricht von den Entwicklern. Dieses Spiel wurde von einem Hauptteam aus 3 Personen über 4 Jahre hinweg... Wow, ich kann das nicht lesen. Dies ist ein Rätselspiel, das auf verschiedene Weisen enden kann. Dazu zahlen sich überlegte Gespräche, Erkundung aus. Nicht jedoch rohe Gewalt. Und noch irgendwas. Gegenwart. Hallo Zukunfts-Ich. Hey, you're alive. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. Jetzt bin ich I verwirrt. hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? Wo guckst du hin? Warum ist das Englisch? Frage mich, wie viel von dem Mond noch in dem Mod noch in dem Spiel steckt. Kann das nicht. Links ist links, oben ist oben. Alles andere kann mein Hirn nicht verarbeiten. Gesichtsanimationen sind schon mal besser als in Skyrim. Skyrim Gesichtsanimation at its best. Ich will eine Frau sein. Jetzt bin ich aber verwirrt. Ist das Spiel jetzt Englisch oder nicht? I don't understand. Diese Mausi. Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember? Guck mal, wie sie guckt. Die ist irgendwie hübsch. Ton ist nur Englisch. Okay, dann muss ich das wieder anmachen. Englischer Dialog, deutsche Texte. Englische Synchro, deutscher Untertitel. Ich frage mich auch noch, wie viel vom Mond übrig ist. Was ist das Letzte, an das du dich erinnern kannst? Ich war auf der Suche nach antiken Ruinen. Ich war auf einer Geheimmission. Ich war auf der Flucht. I don't remember anything. Oh mein Gott, warte. Archäologe. Ein jahrelanges Studium der Geschichte gibt Einblicke in die Welt der Antike. Du hast Soldat. Du hast eine von Militär ausgegebene Schusswaffe, aber nur 10 Kugeln. Du musst sie mit Bedacht einsetzen, denn es gibt keine Möglichkeit, Neues zu bekommen. Auf der Flucht. Deine Zeit auf der Flucht vor den Behörden hat dich zu einem guten Läufer gemacht. Du bist 25% schneller beim Sprinten. Was? Amnesisch. Dein kürzlich aufgetretenes Kopftrauma hat deine Schmerztoleranz erhöht, sodass du 50% schwerer auszuschalten bist. Man kann mich ausschalten? Was? Die Frage ist, ob ich meine Cam dann nach links packen sollte. Alle 4 klingen ziemlich gut. Ja, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Also die Waffe will ich nicht. Vielleicht wäre der Archäologe gut. Wenn ich Hunger habe, bin ich auch 50% schwerer auszuhalten. Und ich zu 90? Ein Boom Boom? Nein, keine Waffe. Wollen wir den Archäologen nehmen? Archäologin? Ich wäre Archäologe, aber nur weil ich halt Bildung und Wissen immer liebe. Ich denke, vielleicht kann der Charakter dann interessante Sachen sagen, wenn wir da Gebäude sehen oder so. Deswegen. Das erinnert mich an Pentiment. Da hat man ähnliche Entscheidungen in Dialogen, welche dann deine Vergangenheit mit entsprechenden Konsequenzen bestimmt. Kennt ihr einen guten Archäologen? Er heißt Noah und hat eine komische Faszination mit der Teil 2. Keine Ahnung wieso. Popologen? By the way, Pentiment wäre auch ein gutes Spiel für den Stream. Kenn ich nicht. Ich mache jetzt Archäologe. I was on the search of an... Oh, you're an archaeologist? Then you'll definitely want to hear this.
I don't know if it's exactly what you're looking for, but there are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him, so I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him? If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? Darf ich dir zuerst ein paar Fragen stellen? Oh, of course. Sorry, I don't mean to be pushy. What do you want to know? Warum reagierst du so komisch? Irgendwie ist das komisch. Irgendwas ist hier nicht ganz koscher. Mal sehen, wer den Insider versteht, Mausi schon mal nicht. Sentiment ist ein von Obsidian entwickeltes Spiel. Es geht um Mord und Geheimnisse. Ist im Game Pass. Muss ich mal gucken. Was ist deine Geschichte? Wo ist er? Wo sind wir? Was kannst du mir über die Ruinen sagen? Okay, ich habe das Gefühl, dass die Texte immer rechts stehen werden. Vielleicht ist es sinnvoller, wenn sich meine Cam links befindet. I have the feeling. So. Ist es für euch fein, wenn ich den Satz vorlese, auch wenn er deutsch ist, damit, falls ihr nur zuhört, ihr wisst, was ich da wähle? Hast du versucht, um Hilfe zu rufen? What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. Eigentlich hätte ich das hier nehmen müssen, ne? Was kannst du mir über die Ruinen erzählen? Du musst aber auch die Stimmen nachmachen. Was für Stimmen? Ich lese nur das vor, was meine sagt. Was kannst du mir über die Ruinen erzählen? Not much, really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts. Al. Du bist komisch, Frau. What is your story? Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? Willst du mir nicht mal deinen Namen sagen? Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. Und warum möchtest du ihn mir nicht sagen? All right, fine. Sorry if I sounded cagey, it's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. All diese Karen-Memes haben den Namen wirklich ruiniert. Den finde ich gut. Ein Wunder, dass sie R sucht. Wer sonst hat 4 Touchdowns in einem einzigen Spiel geschafft? Warum wolltest du mir deinen Namen nicht verraten? Look, if you really want to know all the tragic details, perhaps I can fill you in after you find Al? Aber wer ist denn Al? He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other. I guess not. But maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. Okay, und wo sind wir genau? You really don't remember? We're in Italy. This river is the Tiber. Ah, na schön. Great. So you're ready to go look for Al? Bin ich sicher. Ich gehe wegen der kostbaren Artefakte hinein, aber ich halte Ausschau nach ihm. My hero. The entrance is just past those columns behind you. Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will.
Eine solide, batteriebetriebene Taschenlampe. Angedöhnt. Okay, wartet, aber wenn das Spiel... Wieso habe ich jetzt Untertitel gehabt? Habe ich nicht die Untertitel ausgestellt? Dann muss ich die nämlich wieder anmachen. So, warte mal. Wenn ich jetzt... Kann ich nochmal mit ihr reden? Back already? What's up? Habe ich nicht gerade gesagt, ich will das ohne Hintergrund? Hä? So, jetzt muss ich wirklich weg. Alles klar, bis zum nächsten Mal, Johannes. Danke, dass du da warst. Übersetzen. Was hat ihn auch gerade erst... Sie hat ihn auch gerade erst kennengelernt und jetzt kann sie unmöglich gehen, weil sie ihm das versprochen hat. Nicht klein, sonst wollen wir das doch nicht lesen. Das ist jetzt klein. Ist das zu schlecht zum Lesen? Thanks again. And please, hurry. Also soll ich lieber groß lassen, ja? Oder normal oder was es war? Okay. Back already? What's up? What's up? Thanks again. And please, hurry. Irgendwie sieht sie echt hübsch aus. Kann ich mir das Essen da mitnehmen? Brauchst du nicht. Und den hier, ich war hier vor kurzem noch am Schlafen. Riecht nach Lagerfeuer und Schweiß. Beste Gerüche. Größer ist immer besser. Taschenlampe. Ich habe Angst. Wieso habe ich eine Taschenlampe? Das wird jetzt kein Gruselspiel, oder? Musst du manuell speichern. Suche nach Hinweisen zu Erls Verbleib. Das seht ihr jetzt nicht, aber okay. Weiß ich nicht. Gibt es hier ein Autospeichern-Info irgendwie? Ich habe jetzt übrigens die höchste Auflösung, die man haben kann. Wenn es irgendwie ruckelt, müsst ihr mir Bescheid sagen. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss selber speichern. Wow, hier ist der Anfang von Ruinen. Wir sind ja ein Archäologe, ja? Wir sind wie Rain aus Tales of Symphonia. Eine verrostete Metallfackel, die wohl von Al angezündet wurde. Ich gehe in die richtige Richtung. Oh, diese Steine, wunderhübsch. Okay. So jubelt man also Mausi-Gruselspiele unter. Ich mache mir Notizen. Wow. Hallo? Sprinten. Kurz stehen bleiben und diese Ruinen hier checken. Aha, wunderhübsch. Und dieser Moosbewuchs, so natürlich. Okay. Und diese Brücke, schaut sie euch an, dieser Zustand, der ist einfach noch super. Okay, also ich gebe zu, das hier ist jetzt schon, sieht schon sehr so Skyrim-mäßig aus. Ja, schon irgendwie. Wenn es ein Horrorgame ist, will ich erwähnen, Navi ist schuld. Naja, eigentlich bin ich schuld, weil ich es in die Liste gepackt habe. Hallo? Da komme ich nicht hin. Komme ich eigentlich hin. Wow, schaut es euch an und mit diesem... Oh, wunderschön. Und oh, schaut euch... Kann ich mich ducken? Schaut euch diese Verzierungen an. Ein Rucksack. Ein Rucksack voll mit abgetragener Wanderkleidung und leeren Essenspaketen. Nichts Wertvolles dabei, aber trotzdem scheint es seltsam, dass Al ihn zurückgelassen hat. Eindeutig frühen Jahrhundert aus der Dynastie. Genau, ja. In dem Fall römisch. Als Notiz. Boah, der hat das schön geschrieben.
Wenn Sie das lesen, bedeutet das, dass ich den Eingang zu einer antiken römischen Stadt entdeckt habe, die tief unter der Erde liegt. Ihre Existenz ist längst vergessen. Alles Wissen über sie verloren, außer in der lateinischen Inschrift hier. Sie lautet: Ihr, die ihr die Stadt betreten wollt, tretet hervor und lasst euch richten. Die Tugendhaften sollen mit ewigem Leben im Paradies belohnt werden. Die Bösen sollen mit Gold überschüttet werden, aber vergeblich, denn dies wird ihre letzte Ruhestätte sein. Könnte eine unterirdische Stadt die ganze Zeit über ein Geheimnis geblieben sein? Hätten die Menschen dort unten überleben können, trotz aller Widrigkeiten? Es scheint, es gäbe es nur einen Weg, das herauszufinden. Wenn ich in einer Stunde nicht zurück bin, bin ich irgendwo auf der anderen Seite. Betrachten Sie das als Einladung oder als Warnung. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city, hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place." Could an underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation, or a warning. Al Worth. Frage, soll ich es lauter machen? Soll ich in den Einstellungen die Gesamtlautstärke auf 100 machen? Entdeckt, er ist drüber gestolpert. Ist ja nun nicht so, dass der Eingang versteckt war. Wollen wir das mal machen? Oder wenn es zu laut ist, müsst ihr es sagen. Huch. Das war ja jetzt uncool. Ich konnte mir ja gar nicht die Sachen angucken. Ich konnte mir da Sachen angucken. Zack. Finde den Eingang zu der Geheimstadt. Check. Quid pro quo. Folge Els Spur. Das sieht, also da steht Folge Els Spur, aber das Els, also Els ist ja dann als. Wisst ihr, was ich meine? Also diese Ruine ist in einem überraschend guten Zustand. Schaut euch diese Wanddekorationen an. Sieht aus wie Gold. Und diese verzierten Steinchen. Uiuiui. Ein Archäologenherz schlägt höher. Naja, es hat ein bisschen, aber dafür ist es noch in einem super krassen Zustand. Und schaut euch dieses klare Wasser an. Els. Oh nein, ohne die Sachen können wir der Story nicht mehr folgen. Wir sind verloren. Ist nur eine Ruine, wenn sie verfallen ist. Ansonsten ist es nur ein Gebäude. Warum ist da so eine... Ach, das ist ihre Hand. Das sieht aus wie eine versteinerte Frau. Oh, hier ist noch eine... Also eine vergoldete Frau. Oh! Hat die mich jetzt angeguckt? Oder hat die die ganze Zeit dahin geguckt? Oh mein Gott, die guckt einen an! Ist das gruselig? Berühre oben im Spiel, um den Fotomodus zu wählen. Oh! Du bist gruselig, Frau. Papyrus, geprägt. Alter Film. Schwarz-Weiß. Western. Mad Max. Die Matrix. Las Vegas. Oh, Las Vegas sieht geil aus. Höllisch. Das ist ein bisschen dunkel. Game Child. Mosaik ist gut. Don't blink. Blink and you're dead. Oh, Mosaiku. Retro-Cartoon in Farbe.
Schwarz-Weiß-Cartoon. Standard. Ich will ein Bild als Las Vegas-Stil. Raster. Und jetzt? Screenshot. Habe ich jetzt einen gemacht? Ich kann auch die Kamera bewegen. Gruselig. Auf jeden Fall gucken die einen an. Das ist ja... Oh mein Gott, ihr seid alle gruselig, Leute. Warte, jetzt gucke ich zu dem. Plötzlich guckt sie mich an. Ihr guckt auch gerade... Oh, er guckt nach oben und sie guckt mich schon an. Oh, du bist eine Ausnahme? Wie könnt ihr das? Das ist gruselig. Erinnere dich an die Notiz an der Tür. Kann es sein, dass das echte Menschen sind? Da stand was von Gold überschütten. Aber das wäre ein bisschen... So, warte. Hi! Man hört das voll. Aber wenn die vergoldet sind und sich... Wäre besser, wenn sie dich verfolgen, wenn du sie nicht anguckst. Du meinst, sie gucken weg also sie gucken weg, wenn ich sie angucke und wenn ich dann... Aber wenn ich weggucke, fangen sie an, mich anzugucken. Danach gucken sie mich an. Oh, das Wasser glitzert so schön. Was ist mit dir? Eine junge Römerin in einer Pose der Wehklage. Guckt die mich? Die guckt mich nicht an, ne? Aber die anderen, die starren einen dann an. Man hört das. Man hört immer so einen Klang. Ach so, dass sie mir... Oh mein Gott, das wäre schrecklich. Wenn sie mir jetzt hinterherlaufen würden, würde ich das Spiel ausmachen. Ja, wie bei Resident Evil 8 DLC. Nein, sie jagen nicht so lange, wie du sie nicht im Blick hast. So wie im weinenden Engel... Wie die weinenden Engel in Dr. Who. Wir sind hier nicht bei Dr. Who und den steinernen Engeln. Weiß ich auch nicht so genau. Also ich wurde angespült. Muss ich euch sagen, ich wurde angespült. Und jetzt versuche ich mir die Ruinen hier mal anzugucken. Ich check die mal ab hier. Wisst ihr Bescheid? Okay. Ja. Was ist mit dir? Du siehst traurig aus. Oh. Die vielen werden für die Sünden des einen leiden. Wo Peccata... Okay, nee, ich kann es nicht vorlesen. Oder fehlt eine? Hallo, Sportler. Hallo, Frau. Warte, gucken wir mal runter. Schöne Schuhe. Oh. Okay. Ein römischer Gladiator in Laufhaltung. Was könnte ein Gladiator in die Flucht geschlagen haben? In die Luft. Weinende Engel sind echt super. Dr. Who hat schon geniale Designs. Da steht archäologischer Einblick. Die anderen hätten das bestimmt nicht lesen können. Ja, deswegen wollte ich das haben. Weil ich dachte, das hilft mir. Dann kann ich nämlich Sachen wissen, die andere nicht wissen. Oh. Okay, ich besitze keine Beine. Was kann ein Gladiator in die Luft schlagen? Das wissen wir nicht. Ich bin ein fliegender Oberkörper mit Händen. Glaube ich. Okay. Diese Tür ging auf, bevor ich überhaupt irgendwas... hieß Esne. Sieh mich an. Die Musik mag ich total gerne. Also von euch gibt es echt viele. Da, jetzt habe ich es wieder gehört, wie sie den Kopf gedreht hat. Oh mein Gott, du auch. Hör auf. Ach, guck mal, da unten. Es gibt ein automatisches Speichern.
Eine junge Römerin. Sie sieht aus, als hätte sie um ihr Leben gebettelt. Guck mal, aber ihre Haare. Oh, oh, oh. Entschuldigung. Oh mein Gott, ich habe jetzt Angst gehabt, dass sie umfällt wegen mir. Da, jetzt hat sich wieder der Kopf bewegt. Man hört das. Das finde ich voll gut. Aber es ist auch gruselig. Oh, guck mal, die. Lächelt sie? Oh mein Gott! Ihr Kopf ist ein bisschen arg verdreht. Alter Falter. Oh, sie guckt sehr entsetzt. Aber sie ist, oh krass. Tut das nicht weh? Naja. Wo sind wir hier? Alles in Ordnung? Ist auch ein bisschen entsetzt. Könnt ihr mich hören? Nee, ich höre nichts. Was? F5? Was? Wieso? Hä? 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 Habe ich nicht Xbox gesagt? Ach so, F5 zum Schnellspeichern. Was? Schnellspeichern und Schnellladen? Finde ich, glaube ich, nicht gut. F5? Ach so. Wo? Wo bin ich jetzt noch im Spiel? Ich bin irgendwie aus dem Spiel, kann das sein? Ah. Ja, die haben kein, genau, Controller haben kein Schnellspeichern. Deswegen war ich jetzt so irritiert. Ich werde normal speichern. Wie das Controller-Menschen machen. Ein römischer Militärkommandant, der versucht, sich von etwas loszureißen. Okay. Ein römischer Legionär in Todesangst. Hör auf mich anzustarren, wer auch immer. Also was ich schon mal nicht so gut finde, ist, dass es Sprinten gibt. Da habe ich so ein bisschen Schiss, dass es Abschnitte gibt, wo ich schnell sein muss und vor Dingen wegrennen oder so. Aber guck mal. Da oben sind ganz viele. Also da sind auf jeden Fall vier goldene Personen. Okay, er guckt dahin. Guckt sie hin. Eine Römerin, die um Hilfe zu beten scheint, die nie kam. Ich kann mich nicht bewegen. Oh mein Gott, seid ihr wirklich Menschen und ihr lebt und ihr seid da gefangen und oh mein Gott. Folge Erls Spur. Eine Steintafel. Hängende Goldstatue. Guckt euch das Outfit an. Eine goldene Statue eines alten Mannes, der moderne Kleidung trägt. Das muss er sein. Aber wie ist das möglich?
To whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, that you'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. And here there are only two options. Death, or that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now and find out what awaits you beyond that portal. Okay, also eigentlich ist das Seil auch aus Gold. Kann es dir nicht... Kann brennen. Ich kann es dir nicht so richtig sagen. Ich habe Leben verloren. Weil ich ins Feuer gegangen bin. Also er hat gesagt, wir sollen da nicht rein. Und was ist unsere Aufgabe? Geht da rein. Toll. Okay, wir können schon mal Leben verlieren. Eine junge Römerin in Panik. Wir haben... auch eure Hilfe. Wir haben Leben. Ich dachte, das wird so ein gechilltes Entdeckerspiel mit Entscheidungen und so. Oh, Quest-Verfolgungstipp. Um die Zielmarkierung für eine bestimmte Quest zu sehen, klicke auf das Augensymbol neben der Quest. Pandoria würde sagen, wir spielen das lustig durch. Hauptziele, vergiss mal nicht. Ich bin in den Ruinen dieser Stadt eingesperrt und es scheint, dass der einzige Weg ein Übergang in die Vergangenheit ist. Wir haben ein Inventar. Denar. Eine Taschenlampe. Und die beschriebene Tafel. Hier entlang. Ja, ist ja super, dass sie mir sagt, wo ich hin muss. Das finde ich ja sehr beruhigend. Nähe. Ein Römer, der auf den Knien liegt, als würde er seine Götter um Gnade anflehen. Er trägt... Ach nee, er trägt ein Outfit. Ah, da ist es. So, ich wünsche euch dann mal eine angenehme Nacht und viel Spaß noch. Dankeschön, ich freue mich sehr, dass du da warst. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und hab ein wunderschönes Wochenende und langes Wochenende, wenn du eins haben solltest. Ansonsten einen schönen Feiertag. Bis zum nächsten Mal. Kann nicht dran vorbeigehen. Klicke auf Y, um die Quest zu folgen. Ein römisches Relief, das ein großes kreisförmiges Portal und zwei Frauen darstellt. Ich frage mich, wer sie sein könnten. Dankeschön. Danke, dass du da warst. Oh, jetzt hat es ein bisschen geruckelt, ne? Aber es hat schon sehr so Skyrim-Vibes, hat es schon, ne? Finde ich. Was? Okay. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Augenblick, ihr sprecht Englisch? What? I'm speaking Latin. You are too, although your accent's a little strange. Oh, I see what you did there. Changing the subject like that. Nice try. But I'll ask again. Who are you, and what were you doing in the shrine? Nonny?
Proserpina-Schrein? Yeah, you know, agricultural goddess of springtime. You're not from around here, are you? And you've just done it again. You're a sly one, aren't you? One more time. Who are you and what were you doing in that shrine? Soll ich ihn anlügen? Ist das gefährlich, wenn ich sage, ich komme aus der Zukunft? Was würdet ihr tun? Würdet ihr ihm die Wahrheit sagen? Vielleicht können wir auch einfach nur ihn ewig starren lassen und dann sagt er irgendwann, ah gut. Er hält dich dann für eine Lügnerin, meinst du? Aber ja, ich glaube, es ist besser ehrlich zu sein. Wir haben ein ganz anderes Outfit an wahrscheinlich, auch wenn wir vielleicht nur ein fliegender Oberkörper sind. Ich bin Mausi und ich komme aus der Zukunft. No idea what you're talking about. Oh, wait. Are you a bit, you know, not right in the head? That's all right, friend. Everyone's welcome here. Warte. Nein, wir müssen im Ernst. Welches Datum haben wir heute? We sort of lose track of the date down here, but it feels like the beginning of spring to me, so I'd say early March? Welches Jahr? It's 817 AUC. Sorry, you look confused. 817 years since the founding of Rome. Which part of the empire are you from exactly? Es ist also 65 CE. CE? No idea what you're talking about. But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. So let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Warum guckt er manchmal so gruselig? Common Error. Ah, okay. Euren Gesetzen? Not laws, law. There's just one, the golden rule, and the punishment for breaking it's, well, it's kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, you coming? Ich würde gerne meinen eigenen Weg gehen. Wird verwendet anstatt nach Christus. Ah, okay. Nein, danke, ich werde meinen eigenen Weg gehen. Look, you seem like you might need a little extra help, and I'd feel a lot more comfortable if I showed you the way. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich weiß, was ich tue. All right, friend. Suit yourself. Just don't do anything too reckless till you've spoken with Magistrate Sentius in his villa down there. Ah, okay, wahrscheinlich, weil ich auf die eine Regel achten soll, ne? Ich finde die goldene Regel heraus. Aber ich wollte nur mal kurz gucken. Aber irgendwie ruckelt es. Manchmal. Und hier sind wir gekommen. Oh, da ist jemand. Vergoldet. Und sie starren mich immer noch an. Ich kann da einen Münzbeutel nehmen, aber das mache ich mal noch nicht. Wir wissen nicht, wie böse das, also wie das wird, wenn ich hier rumklaue. Also da stand nicht stehlen, da stand nur Münzbeutel nehmen, aber man weiß ja nie. Oh. Ich kann springen. Hui. Ich lass mal das Geld. Ja. Nein.
Wissen wir, wo wir hin müssen? Nee, ne? Es wird uns nicht so richtig gezeigt jetzt. Weil ich gesagt habe, ich gehe meinen eigenen Weg. Seid ihr nicht stolz auf mich, weil ich das Geld nicht geklaut habe? Ja, nicht so, dass sich jemand an die Hand nehmen wollte. Ja, aber ich wollte mich vorher umgucken irgendwie. Aber ja, vielleicht hätte ich mich führen lassen sollen. Naja. Oh, guck mal, hier gibt es auch noch einen Weg. Hm? Nichts stehlen, niemanden verletzen, nicht. Wer immer dies schrieb, hatte offensichtlich keine Chance, es fertigzustellen. Nicht stehlen, zum Glück habe ich nicht geklaut. Boah, jetzt geht's da auch noch weiter. Oh, da geht's auch noch weiter. Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold braying. Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their trades, imitating their previous lives, but they are ignorant. This again. You're in a world of your own, aren't you? Ich sollte erstmal... Der Käufer soll sich vorsehen. Die vielen werden für die Sünden des einen leiden. Schon wieder, okay. Okay, ich muss erstmal gucken, wo ich hin muss. Ich will erstmal dahin, wo ich... Ich weiß auch noch nicht so genau, warum ich hier bin. Aber es hat bestimmt einen guten Grund. Hier sind irgendwie alle... Darf ich die lesen oder zählt das jetzt als Diebstahl, wenn ich so eine Dings lese? Achso, wartet. FN, F5. Eine alte Schriftrolle, in der der Autor das Argument gegen die Existenz der goldenen Regel ausführt. Der Mythos der goldenen Regel von Dorothas dem Jüngeren. Wie es unser Brauch ist, werde ich damit beginnen, dem Gott, der für diese Stadt verantwortlich ist, meinen Respekt zu erweisen. Für den anhaltenden Wohlstand und die friedliche Abgeschiedenheit, die er für uns geschaffen hat, verdient er unsere Hochachtung. Doch hier muss ich vom Brauch abweichen, denn sein Versuch, uns solch strenge Regeln aufzuerlegen, ist erdrückend und übergriffig und sollte mit Verachtung gestraft werden. Was? Warte, wie kann ich denn scrollen? Oh, ach so. Oh. Wie cool. Wer hier ist nicht eines... Ach, warte. Wer hier ist nicht eines Nachts mit Angstschweiß bedeckt aufgewacht, weil die goldene Regel möglicherweise aus Versehen gebrochen wurde? Wir müssen alle einsehen, dass wir Fehler machen können, sei es infolge eines Fehlurteils oder wegen einer bewussten Entscheidung, basierend auf einer falschen Schlussfolgerung. Doch die große Bedrohung, das Damoklesschwert, unter dem wir leben, ist, glaube ich, nur eine Täuschung. Und ich werde es euch beweisen. Lasst mich damit beginnen, die Gegenargumente zurückzuweisen. Auf den ersten Blick könnte man argumentieren, dass die Inschriften, die besagen, die vielen werden für die Sünden des einen leiden, ein Beweis dafür sind, dass die goldene Regel in der Tat existiert. Dies kann aus logischer Sichtweise allerdings nicht nachgewiesen werden, denn wir können nicht annehmen, dass die Verfasser mehr wussten als wir. Dass diese Botschaft niedergeschrieben wurde, macht sie nicht wahr. Genauso wenig, wie wenn ich aufschreiben würde, Dorothas der Jüngere ist ein Gott.
Zweitens kann man argumentieren, dass die Statuen an diesem Ort ein Beweis dafür sind, dass die goldene Regel real ist. Daran braucht ihr mich nicht zu erinnern. Ich war es, der sie überall in dieser Stadt entdeckt hat. Ich war es, der sie sammelte, in einen Handkarren packte und sie in die Nischen stellte, in denen sie heute stehen. Ich werde sie nicht so schnell vergessen, und doch weigere ich mich, zu dem Schluss zu kommen, dass sie einst echte Menschen waren. Es gibt einfach keine Beweise, die diese Schlussfolgerung unterstützen. Wenn wir die Geschichte von der Venus lesen, die Pygmalions Skulptur Galatea zum Leben erweckt, glauben wir auch nicht, dass sie wahr ist. Warum sollten wir hier eine andere Sicht vertreten? Letzten Endes sind das aber eben nur Argumente. Nach all den Jahren, die ich in Furcht gelebt habe, kann ich nur eines tun, um zu beweisen, dass die goldene Regel eine Lüge ist. Handeln. Freunde, ich entschuldige mich hierfür im Voraus, aber eines Tages werdet ihr diesen Moment als Wendepunkt in der Geschichte unserer Stadt sehen. Lasst uns alle ein für alle Mal erfahren, die goldene Regel echt ist, indem ich einen von euch mit meiner Faust schlage. Wo ist denn jetzt der mit einer Faust geschlagen hat? Ja, ich kann nicht hören. Oh. Ich kann dir deinen Krug anscheinend nicht wiedergeben. Echt hübsch hier. Hätte ihm vielleicht doch folgen sollen. Ich habe mich nämlich irgendwie... Das Gefühl, ich habe mich verlaufen. Oh, warte mal, hier geht's auch noch lang. Hüpf. Oh. Menschen. Oh. Da macht sogar einer Spock. Isn't the great temple majestic? Hallo. A new face. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Was haltet ihr von der goldenen... Was ist eure Geschichte? Oh my. I take it people are quite direct where you're from. I suppose it's quite charming in its own way. Usually, however, you wouldn't simply march up to a Vestal priestess and without due formality or courtesy ask, "What is your story?" Oh, es tut mir leid. Was hätte ich tun sollen? The proper approach would be to arrange an introduction through a mutual acquaintance in high office, by which time you would already know how to address me. And then you would find a way to satisfy your curiosity rather more indirectly. But to be honest, I've often thought what an unnecessarily formal way to communicate that is. So, let's do it your way. You just keep being yourself and ask whatever you like. It'll be a Ich muss die Musik refreshing leiser change. machen. Was ist eine Vesta-Priesterin? You really don't know? You are from far away, aren't you? Well, I am one of the priestesses, charged with keeping the sacred flame in Rome's shrine of Vesta burning. I take it you know who Vesta is? Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen? Vesta is the mother goddess of hearth and home, and the guardian of the Roman people. Und was macht ihr hier? Put simply, I tend to the temples, ensure their sanctity is preserved. Warum? Why? So that we continue to honor our gods, invite their blessings, and not bring their wrath down upon us, of course. It's vital that we keep them appeased and remain in their good graces. Okay, wie seid ihr hier gelandet? You know, I'm not entirely sure. But what about you? How did you end up here? Eine junge Frau namens Karen hat mich bewusstlos aus einem Fluss gezogen und mich dann hierher geschickt. Karen, you say?
And nothing about that name seemed odd to you? Es ist ein älterer Name, aber dort, wo ich herkomme, nicht ungewöhnlich. Older. I see. I wonder if... No. Wolltet ihr sagen? I apologize. I don't mean to be cryptic. It's just that you've got me thinking. Have you spoken with any of the others about how they arrived here too? I really think you should. Go around and ask them what they remember and see if you notice any patterns. In Ordnung, das mache ich. Ihr seid etwas zurückhaltend. I know. I just don't want to see what happened to Livia happen to you too. Was ist mit Livia passiert? Up until a few weeks ago, she was a perfectly productive member of our little community, darning clothes and cutting hair. She was always so chatty, always seeking out newcomers and asking them where they were from and how they wound up here. And then, about a month ago, she suddenly changed. She withdrew, stopped working and became despondent, started muttering to herself. Galerius and I visited her to see how we could help, but she just looked at us with this haunted stare, called us bloodless shadows, and told us we were ignorant of some pattern. Look, it could be unrelated. Perhaps she simply fell ill. Or, as Galerius suggested, the weight of the golden rule was too much for her. But there is a small chance that she learned something, saw a pattern nobody else saw, and that it broke her. I just don't want to see that happen to you. So be careful, will you? Werde vorsichtig sein. Thank you. Now, go and follow the thread of truth through this labyrinth and come back to me if you discover any patterns. Werde sehen, was ich tun kann. Come back to me once you've acquainted yourself with the rest of our neighbors. Ich finde sie voll hübsch. So, aber die Musik ist mega schön, aber ich muss sie leiser machen, weil ich finde, man hört so wenig. Sie jetzt leiser? Ich finde nicht, dass sie gerade leise ist. Hallo? Name's Rufius. Better watch your step. Was ist eure Geschichte? Can't talk long. Got to stay sharp, but... family's from Seleucia on Tigris. Babylon province. But I've been roaming a long time now. Even joined the legions. The 6th. The one they call Ironclads. Die Lautstärke okay. Warum habt ihr keine Waffe? Magistrate made me toss it in the chasm. Stupid. Going to have to improvise now. Warum tragt ihr immer noch eure Legionärsrüstung? Because we're all in grave danger. Is it not obvious? Okay. Und wie seid ihr hier gelandet? Same way as everyone else. Ihr seid nicht sehr gesprächig, oder? If you were dealing with what I am, you wouldn't be either. Beschäftigt euch. None of your business. In Troite ipsam in Schule. Okay, lasst uns If über we have anderes to. reden. Ich würde jetzt gehen. Whatever. Für mich ist die Musik noch zu laut. Ich habe das Gefühl, sie wird nicht leiser. Er hat einen irren Blick. Gucken alle teilweise ein bisschen gruselig. Er hat noch Sachen an. Wieso ruckelt denn das manchmal so? Greetings and salutations. Was hast denn du da an? Ich dachte gerade, er trägt ein Kleid.
Werbemittel zum Färben von Kleidung. Sie wurden offenbar aus Pflanzen und Insekten gewonnen. Greetings, I'm Georgius. It gladdens me to see another foreigner in our midst. We must stick together, you and I. And I must say, my sartorial friend, your clothing is most extraordinary. Leather boots in place of sandals, trousers with precise stitching, and such a curious design. I have traveled distant trade routes from the markets of Damascus to the farms of India, and never have I seen anyone dressed quite like you. Tell me, I must know, from which exotic part of the world do you hail? Komme von jenseits der euch bekannten Welt. Then you are an explorer, like me. Wonderful. You must have many stories to share. I cannot wait to hear them. We will have much time here to get to know one another. But for now, do you require assistance? I know you do not require clothing, so information perhaps? Ob Tunikas wieder in werden? We never know. My story? How kind of you to ask. I am a tailor and I run the humble shop in the forum. Warum hier eine Schneiderei eröffnen? You mean to say, with all the turmoil and terror of the Golden Rule and so few customers, why bother setting shop at all? Ja, mehr oder weniger. I'll tell you, it is precisely because of the Golden Rule that I wish to remind my friends of the importance of looking one's best. I say, the more of our customs we preserve down here, the more we can preserve a semblance of normality, the better our chances of keeping our heads. Don't you agree? Sei ein Trendsetter, mach sie wieder in. Ich hab nicht die Beine dafür. Ich nehme es an, ja. Oh, and there is another reason too. If we all end up as golden statues for future generations to marvel at, I don't know about you, but I would like to look my best. Aber, naja. Wie seid ihr hier gelandet? A good question. A very good question indeed. And I would be happy to tell you if only I could remember it clearly myself. Warum erzählt ihr mir nicht, an was ihr euch erinnert? I remember I had just been to Rome to sell an extraordinary selection of wares, and drowning in coin, I decided to celebrate my success. I rented a prestigious villa by the Tiber, invited over a few select friends, and we began making our way through some of the most exquisite wine money could buy. Quite a lot of it, in fact. Now, I have had visions and awoken in strange places before. I have even found myself naked in the desert sands more than once, but none of that compares to this. This time, I remember people screaming, then falling into a void as empty as time before creation, gasping for air, and then nothing. When I regained my faculties, I was lying naked by the banks of the Tiber, gods know how many miles from my villa. Ihr seid also den Tiber hinuntergeschwommen? Indeed. I'm lucky I was carrying a little extra weight. I believe it kept me afloat. In any case, it seems I'd been rescued and resuscitated by a benevolent stranger. I went to find firewood for his campfire, stumbled across a cave, and discovered that trapdoor temple. And here I am. Anything you like. Werde jetzt gehen. I hope that our paths cross again soon, my friend. War das? Ich kann Georgios Ruhe durchsuchen. Okay, ich weiß halt immer noch nicht, wo ich eigentlich hin muss. Sünder. Ah, a new face. Salve, and welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. Mir ist das Graffiti aufgefallen. Warum hält man euch für einen Sünder? Look, I haven't done anything wrong, if that's what you're thinking. Somebody just has a problem with my preference for male company. Ihr mögt Männer. Verstehe.
And when you grow up in the north, as I did, in the city of Noviomagos, you expect a bit of hostility. The Batavi are not known for their tolerance. I saw enough friends killed or driven away to know the cost of not keeping your personal affairs to yourself. So I hid who I was for, what was it, nearly 10 years? Watching what I said and where I looked. But that kind of fear eats away at you slowly, until living isn't any better than the thing you were afraid of. Needless to say, since I'm now living underground, halfway across the known world, with an assumed name, my openness didn't go down well among the enlightened folk of the Batavi. Doch Karen, Leute, hierhin scheint so, ne? Tut mir leid, das zu hören. Sagt man da, tut mir leid? Ja, tut mir leid, das zu hören. Nice of you to say, but not necessary. In any case, the Romans are far more accepting, and among them, I get to be who I am. Or at least, I thought that was the case. It seems I was wrong. Wisst ihr, wer für das Graffiti verantwortlich ist? Sein Akzent klingt deutsch, ja. It's not just graffiti. I have quite a collection of handwritten notes too. The strange thing is, I keep my personal affairs to myself. I've never really been interested in any of the men here. Not my type. So I'm not sure what I could have done to upset this person. If I had to guess, I'd say it's probably one of those cultists. Kultisten? Strange bunch. They insist there's only one God, and that he considers my nature a sin. Can you believe that? If there are any of them here, they won't admit it. Not since they supposedly burnt down half of Rome last year and went into hiding. All I know is if these threats keep escalating, eventually my secret admirer is going to cross a line and break the golden rule. Ich werde der Sache nachgehen. What? Really? I didn't expect that. But thanks. It's always a pleasure to meet someone so selfless. I'm glad you arrived when you did. I'd start by figuring out who the cultists are. Or maybe ask around among the merchants here. Someone who lives or works in the forum must have seen something. But if you find them, please don't hurt or humiliate them. I suspect they're just confused. Ich werde sehen, was ich tun kann. Kann das sein, dass das vielleicht eigentlich ein Deutscher ist und alle dieselbe, also vielleicht hört er alles auf Deutsch, aber wir sind verstehen Englisch und deswegen hören wir alles auf Englisch und deswegen haben sie diese Akzente mit eingebaut, damit du so denkst, das ist bestimmt ein Deutscher. Was ist eure Geschichte? Well, I'm an architect. Or at least I was back in Rome. That's probably too grandiose a term to describe what I do here. Help out with repairs and try to stop old buildings from collapsing on people. That kind of thing. But you probably don't want to hear about the ingenious architecture or mysterious history of this place. Wir haben wohl eine TARDIS in der Nähe. Erzählt mir etwas über die Architektur der Stadt. Gladly. Personally, my favorite thing about this place is the aqueducts. Those series of adjoining arches. They're an ingenious feat of Roman engineering with a very practical purpose. They take fresh water coming from outside the city and distribute it all across the chasm. Ein bisschen anstrengend finde ich es aber. It's funneled below aber. the palace and into a cistern beneath the great temple. Some of it flows down into another cistern beneath the villas, and the rest is funneled to the shrine of Proserpina, where it fills the lake, and allows us to fish and farm. Wenn sie Wasser in die Stadt bringen, könnten wir sie zur Flucht nutzen? Hey, not so loud. Just talking about that could anger the gods for all we know. I'm not saying it's impossible, but you'd have to find a way inside somehow. Just, please, try to be a bit more discreet about it. Mhm. Erzählt mir vom Tempel auf der Klippe. You mean the Great Temple? This one's a bit of a mystery. Given the way it's positioned so prominently, looking down on us, it's clear that whoever built it felt it was the most important temple in the city. Unfortunately, someone else went out of their way to keep its purpose a mystery. You see,
Usually a temple is dedicated to a particular god, like Proserpina or Diana or Apollo. Usually, that god is obvious. But in this case, it's unknown. There's an obelisk out the front, which probably used to bear the name of this unknown god. But it appears some barbarian defaced it. And of course we can't get inside because it's locked up tighter than the Temple of Saturn in Rome. And that contains the treasury. So we're all left wondering, which god is that temple dedicated to? And could it be the one responsible for the golden rule? Unless somebody figures out a way inside, I suppose we'll never know. Erzählt mir etwas über die Geschichte der Stadt. Oh, I'm glad you asked. Some of these shrines were constructed hundreds of years ago, which means Romans have been arriving here for at least that long. But there's one thing that puzzles me. The oldest shrine in this avenue isn't Roman at all. It's Greek. Ist es nicht üblich, dass die Römer griechische Kunst und Architektur nachbilden? Well, yes, that could be the reason. Or it could mean that there were Greeks living and worshipping here before the Romans arrived. Which begs the interesting question, who really built this place? And could it be far older than any of us imagine? If only there was a way we could talk to the people who came here before us. The stories they could tell. Lasst uns über etwas anderes Of reden. course. Was haltet ihr von der goldenen Regel? Some people say it's divine, the work of a god. But I'm not so sure. It just seems so flawed to me. Like it's distinctly human. I mean, once you've been here long enough, you'll notice people doing things that just seem so wrong to you. But this so-called god doesn't seem to care. Which means one of two things. Either you don't know the difference between right and wrong, or this unknown god doesn't. And I'm pretty sure I know the difference. Do you? Ich bin mir nicht sicher. Fair enough. Okay, ich werde jetzt... Nice to talk to you. Ja, Wünsche. Virgil, weißt du, wo ich hin muss? Oh, da ist noch jemand. Ursprungsort. Oh. Wie sollte ich vielleicht mal? Finde etwas über die goldene Regel heraus. Besuche Magistrat Sentius in seiner Villa. Da ich den Rundgang von Galerius abgesagt habe, muss ich den Magistrat nach der goldenen Regel fragen. Frage die Bewohner. Die Sünder und weggespült. Okay, reden wir mal noch mit dem. Salve. Hallo. Salve, stranger, and welcome to our idyllic little slice of the Empire. I'm Dacius. Hallo, Dacius. Habt ihr eine Ahnung, von wem Virgil bedroht wird? I don't, I'm afraid. But I did overhear Fabia telling Georgius she saw something. She was headed to the baths not long ago. Kenne den Unterschied zwischen falsch und richtig. Was gut für mich ist, ist immer richtig. Ganz einfach. What is your story? You mean how did I end up here? That is a lengthy tale. Ich höre. All right. Well, you see, I'm in the business of procuring rare and precious objects liberated from the enemies of Rome. Mostly sculptures, vases, the occasional slave, fetch a magnificent price in Roman high society. Had myself a nice little shop in Rome, just off the Forum. Lots of foot traffic and close to the docks. Good place to be when the fires broke out. See, about 7 months ago, half of Rome caught on fire. Everyone who couldn't get to an outer gate was running for the river, open to escape by barge. So I gathered my coins and some priceless vases into a cart and had my most loyal slave girl, pretty young thing named Acantha, push it for me. All the way down to the river, I'm elbowing through a stampede of people, turning back now and then to make sure she hasn't legged it with my valuables. But, to my surprise, we make it, and I see this barge loading up, and it's so full it's almost sinking. But the captain's happy to take my coin, so I start boarding, and then he puts his hand on my chest and he says, "No, too heavy. The cart or the girl." So I did what anyone would have done. Ihr habt das Mädchen gewählt, richtig? The girl?
Weren't you listening? All my valuables or a girl? I mean, I can always buy a new slave girl if I still have my money. So I put my hand on the car, and I guess she realised what was happening because those pretty black eyes of hers go all wide. And in one swift motion, she topples the whole bloody thing into the Tiber. Also habt ihr sie schließlich doch mitgenommen? No, I dived in after it, of course. Aren't you paying attention? That was a bloody fortune. Only, I guess I must have hit my head or something, because everything went black. When I came to, I'd washed up on the riverbank not far from here, with nothing in the world but a single silver coin. Klingt, als hättet ihr bekommen, was ihr verdient habt. I couldn't agree more. I mean, sure, I'd lost a few thousand denarii, but I've already made it back, and this place is a veritable treasure trove. Look around you. There must be more gold in here than in the treasury of Rome. If I can just figure out how to get it out of here. Mhm. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? I'm afraid not. If you're desperate, I did hear that Aurelia down at the tavern claims to know of a way out, but I'm not sure I trust her. Some people here are a little shady for my liking. Aha. Wirklich, das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh yeah, gotta watch out. Old Dacius has got your back though. Okay, danke, ich werde jetzt Very gehen. well. Another time. Mhm. Bin komplett in die falsche Richtung gelaufen. Sehr gut. Ja, ihr armen Schweine. Kann ich eigentlich überall rein? Hi. Ein Tintenfass aus Keramik. Die Tinte scheint aus Ruß und Wasser hergestellt zu sein. Okay. Da geht's auch noch nach unten. Ja, nicht mehr. Oh, er war so nah. Guten Tag, werter Herr. Malleolus isn't receiving visitors at the moment, it being election day. Wem werdet ihr eure Stimme geben? Malleolus, of course. If old man Sentius can't even protect his own daughter, how can we trust him to protect us? Gerade nur, hat er gesagt. Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht. Was ist eure Geschichte? The name's Domitius. You want to get to Malleolus, you go through me. Warum seid ihr wie ein Gladiator gekleidet? Why? Because I am a gladiator. That's why. Okay, aber ihr seid nicht mehr ansatzweise in der Nähe einer Arena. You want to see me fight? Keep running your mouth, fatuous cunners. Ich möchte gerne Malleolus treffen. Too bad. He's busy. Unless... No. You don't look like you could afford it. Sich was leisten? I'm glad you asked. See, he's a busy man, and this is an important day. He'll be inside practicing his victory speech for tonight. Left me strict instructions he doesn't want to be disturbed. So if you want to see him, I'll need something valuable in return. Ist es nicht eine Sünde, Bestechungsgelder zu verlangen? Bribe? That's such an ugly word. What I'm looking for is more of a tribute to me, your soon-to-be patron. Was wollt ihr? Dunno. Something good. Was heißt Fatuus Kronos? Keine Ahnung. Wieso ist das? Das verstehe ich leider anscheinend auch nicht. Der andere hat auch schon irgendwas gesagt, was ich nicht verstanden habe. Nee, ich finde einen anderen Weg hinein. If you set one foot in that villa without permission,
I'll skin you alive, you pusilla semitarius mocus. Ich glaube, er hat mich beleidigt. Also es geht darum, da reinzukommen, oder was? Okay, ich schreibe lieber nicht die... Oh mein Gott, was? Hat er mich beleidigt, oder was? Rufius, warum brummelst du mich so an? Willst du es wissen? Ja, irgendwie schon. Aber ist es eine schlimme Beleidigung? Citizen? Sieht ja interessant aus. Darfst du das hier reinschreiben? Dann ja. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Mausi. A curious name to match a curious accent. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of Athena. You must be a woman of great learning. We're always happy to welcome another scholar to our little community. Equitia will be delighted to meet you, I'm sure. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. Das ist aber schon eine krasse Beleidigung. WTF? Die ist wunderschön. Indeed. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates, living and working together in our own little paradise. And in all that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? Das kann ich nicht behaupten. Nor could I until I came here. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, "The many shall suffer for the sins of the one." From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the Golden Rule. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. And now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the Golden Rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. Wow, warte, was? Einer macht einen Fehler? Wenn einer eine Sünde begeht, werden alle anderen in Gold verwandelt. Diese Fragen werden später verfügbar sein. Proserpina hat euch geschickt. Was soll das heißen? You see, in my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual to Proserpina, the goddess of the cycle of life and renewal. It's said to open a doorway in time so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. You don't belong in our time, do you? Ihr habt recht, ich komme von 2000 Jahre in der Zukunft. 2000 years? That is unfathomable. Please, tell me, in your time.
What did you see? What had become of us? Of this city? Ihr wart alle in Goldstatuen verwandelt worden. I have imagined it, our downfall, 1,000 times. But it still breaks my heart to hear the truth of it. I'm sorry. Wie funktioniert das Ritual? All I can tell you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina. I stumbled across instructions. I have to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. In this case, the sacrifice is rather more costly. The life of the person performing the ritual. I don't suppose you saw any sign of me in the future? Ich habe menschliche Überreste im Tempel gesehen. I assume that was me. If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. You'll try to make sure I don't need to use it, won't you? Kann nichts versprechen. Well, thank you for your candor, I suppose. Das kann man also... Was zählt hier als Sünde? An intelligent question. There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. Ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Was legal ist, ist nicht immer moralisch. Und viele eurer Regeln und Bräuche werden da, wo ich herkomme, als barbarisch angesehen. Barbaric? Barbaric? What are you talking about? The Empire is the most civilizing force in the known world. Rome is a beacon of light in the darkness. For 800 years she has borne great statesmen, philosophers, poets, artists, and engineers. We have comprehensive laws protecting the rights of our citizens, which have unified countless warring tribes all across the Mediterranean and beyond, from Gallia to Judea. All our citizens are treated the same, regardless of the color of their skin or their sexual preference. Can you say the same? When our people are starving, they are given food rations, and when they are wronged, they have the right to bring the guilty party before the magistrate. Our laws forbid treason, murder, assault, and rape, as well as theft and arson, and so on. No other civilization in the world is so advanced, and you have the hubris to call us barbaric? Aber nicht ganz Gallien. Ich habe mein Trinkziel erreicht. Wie gefällt dir das Spiel bisher? Du scheinst nicht abgeneigt. Ich finde es cool. Irgendwie finde ich es super spannend. Wie findet ihr es? Erlauben eure Gesetze Sklavenbesitz nicht? Of course. What else would we do with those prisoners of war who would otherwise have been executed? And besides, there are laws for their protection as well. Aber haben Frauen nicht weniger Rechte als Männer? Of course. But with fewer rights come fewer responsibilities, and the right to be protected by their fathers and husbands.
Bin gespannt, wie sich die Story entwickelt. Juhu, ich mag das mit den verschiedenen Zeiten sehr. Ja, ich finde es super spannend. Und ich finde auch ich finde die Charakterdesigns echt cool. Ich muss mir gleich was zu trinken machen, Mr. Finch. Ich finde, es sieht irgendwie gut aus. Wendet ihr nicht Kollektivbestrafungen an? Are you talking about our practice of decimation? Of course. We could hardly unite all these warring tribes without a disciplined, formidable legion. Und verfolgt ihr nicht Christen? You mean the blasphemous cult responsible for burning down half of Rome last year? It's hard to blame the people for being angry about that. Ich würde so gerne bis zum Ende schauen, aber ich muss dann gleich noch Serie schauen. Denke mal, ich bin noch so 15 Minuten da. Alles klar. Aber du kannst den Rest ja nachschauen. Sieht sich euer Volk nicht blutige Sportkämpfe zur Unterhaltung an? On occasion. But our gladiators are almost all volunteers seeking glory, or condemned prisoners who would have been executed anyway. I do not see the harm. Da, wo ich herkomme, gelten diese Dinge als verabscheuenswürdig. Ich sag das jetzt. Well, right now, you're a long, long way from home. I have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. I would be keeping a close eye on them if I were you. Okay. Warum könnt ihr der Sache nicht selbst nachgehen? Well, I believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it'll seem perfectly normal. As for me, well, it pains me to say my attempts to impose order have not earned me many friends. I fear I may not even remain magistrate after today's election. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have that problem, though, unless, of course, you get off on the wrong foot. Na gut. Gibt es irgendwelche Verdächtigen? Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation, the better. Kommt schon, sagt mir, was ihr wirklich denkt. Well, all right. There are those who wish to vote me out of office so that they can pursue their own misguided political agenda. Frankly, their selfishness and recklessness risk destabilizing the entire city. I would be looking very carefully at them if I were you. Mhm. Falls ich das tue, werdet ihr mir helfen, meine Zeit zurückzukehren. If I understand Prosperpene's ritual correctly, that problem should take care of itself. Let me see if I can explain. If you manage to prevent the sin that breaks the golden rule, I won't need to bring you here. I won't create the portal, and you will never have been able to come here. Thus, you'll have created a paradox. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Make sense? Ich denke schon. Sicher, warum nicht? War alles. Ah, good. So, are you with me? Can I count on you to figure out who's about to break the golden rule? Sieht aus, als hätte ich keine Wahl. No, I don't suppose you do. But I'm hoping that even if you're not burdened with a sense of self-sacrifice, you'll at least see the sense in self-preservation. Stimmt, ich bin dabei. Wonderful. Now, I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it'll win their trust. I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately. Na gut, dann fange ich mal an. Oh, and one last thing. If I were you, I'd start my investigation by visiting Lucretia at the Shrine of Apollo in the Forum.
I heard wailing from there not long ago. Seems like something's not right. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wow, irgendwie ist jetzt so viel, das ist optional. Sentius sagen, dass du Virgil verdächtigst. Jemand in der Stadt, das glaubt, warte, achso. Jemand in der Stadt glaubt, dass Virgil ein Sünder ist. Sentius sagen, dass du Domitius verdächtigst. Domitius hat die Wähler versucht, durch Einschüchterung dazu bewegen, für Malleolus zu stimmen. Also, okay. Oh mein Gott. Hinweise. Abgeschlossen. Finde heraus, was Lucretia zu schaffen macht. Herausfinden, wie man in Malleolus Villa eindringen kann. Herausfinden, wie man die obere Zisterne gelangt. Herausfinden, wie man Virgils Belästigung stoppen kann. Befrage die Händler im Forum. Frage Fabia. Herausfinden, wer Virgil bedroht. Es gibt so viel, was man hier tun kann. Uiuiui. Ich möchte erstmal das hier machen. Da hinten ist sie. Krass. Das ist alles so groß und so. Kenn ich dich schon? Ist noch ein Fremdling. Fear is proof of a degenerate mind. Können wir uns mal hier hindrehen? Ich will mit dir reden. What is it, citizen? Was haltet ihr von der goldenen Regel? Well, as I always say, it's kind of like a divine version of the practice of decimation in the Legion. By threatening to execute 1 in 10 men, the idea is to ensure order and discipline among everyone. And it works. If you knew you could be executed because your brother-in-arms is planning a mutiny, well, you'd bloody well watch him like 100-eyed Argus, wouldn't you? Because your only chance of saving yourself is to stop bad things before they happen. It makes us all responsible for keeping each other in check. It's brutal, of course, but effective. The Legion wouldn't be the most formidable force in the world without it. Ihr seid also für die goldene Regel? What's done is done. I was forced to execute my brothers in arms, and those memories will always visit me in my sleep. But life is harsh, and I've come to accept my lot. As with the Golden Rule, I don't have any control over it. So railing against it would be like trying to stop the seasons or the tides. As Seneca the Younger wrote, true happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future, not to amuse ourselves with either hopes or fears, but to rest satisfied with what we have, which is sufficient. For he that is so wants nothing. Lasst uns über etwas anderes reden. Ich will das mal nicht sagen. Was ist eure Geschichte? I'm a legionary of the 1st Italica, but there's not a lot of fighting down here. So the magistrate has assigned me other duties. I act as the magistrate's right-hand man, keeping an eye on his daughters. Daughter, I should say. And the others, and making sure they're all behaving. I also keep a register of new arrivals. Und wie seid ihr hier gelandet? I'm from Liguria, up north originally. I was doing all right for myself. 12 years into my service. Had a nice girl lined up for when it was all over. Not anymore. She's probably figured I'm long gone and moved on by now. I try not to think about it. My commander sent me to deliver a message to Rome. While I was there, I thought I'd do something nice for my girl and pick up a little pendant from a silversmith. That's when the crowd started flooding through the streets, shouting fire. People were screaming, trampling each other. Then some genetricum fugitor tried to take advantage of the chaos and pinch my pendant. I remember chasing him through the crowds, down towards the river. And then, nothing. Blacked out and woke up near here. No idea how I ended up floating so far downriver. But es hat mit diesem Fluss zu to be tun. alive, I suppose. Tut mir leid, das zu hören. Ah, don't be. As Seneca the Younger said,
Difficulty strengthen the mind, as labor does the body. That said, Centilla's disappearance has been more difficult than I'd care to admit. Oh. Hallo. Na, wie war euer Essen? War's schön? Kann ich das Burgerverzeichnis sehen? I don't see why not. Just make sure I get it back by tomorrow. Okay. Ein Verzeichnis mit allen Personen in der Stadt, alphabetisch angeordnet. Aurelia, Bürgerin, Tavernenwirtin, Taverne im Elendsviertel, behauptet einen Ausweg zu kennen. Claudia, Patrizierin, Frau von Malleolus, lebt in der zentralen Villa. Decius ist ein Bürger, ein Händler und lebt im Forum. Domitius, Bürger, seine Wache, Elendsviertel. Duilius? Klärt mich auf. Warte, ich habe geiles Tiramisu gegessen. Geil. Klärt mich auf. Um was geht es in dem Spiel? Wir wurden von einem... Wir wurden im Tiberfluss aufgegabelt. Wir sind angespült worden. Da war eine Frau. Karen. Man konnte einen Witz über Karen-Memes machen, aber ich habe es nicht getan. Und wir sind angespült worden und die Frau sagt dann, wir sollen jemanden namens L suchen und dann gehen wir da in so eine Ruine und dort sind überall goldene Menschen. Und jetzt sind wir in der Vergangenheit. Und wie war das Ende vom anderen Spiel? Also keine Spoiler, aber seid ihr zufrieden? Ja, ich fand's gut. Fand's cool. Es hat Spaß gemacht. Ich hing zwar zwischendurch wieder, aber... Ich glaube, Duilius haben wir noch nicht getroffen. Im Warenhaus eingesperrt. Oh. Equitia haben wir auch noch nicht getroffen. Fabia, Galerius, die ist die Bäckerin, Bauer, Georgius, ein Fremder. Der Händler, ach so, ja, den haben wir getroffen. Hannibal. Gott durchsuchen. In der Zisterne gestorben. Horatius, die bürgerliche Wache. Abash ist ein fremder Fischer und verschwunden. Oh nein. Julia ist Patrizierin und steht in der Schuld von Malleolus. Livia ist eine Friseurin und weigert sich jetzt zu arbeiten. Mit der müssen wir reden. Wie lange habt ihr noch gebraucht? Ich glaube bis 21:30 Uhr oder so haben wir noch gespielt. Jetzt suchen wir jemanden, der in der Zukunft gegen die goldene Regel verstößt. Ja. Lucretia ist die Krankenpflegerin. Ja, 21:30 Uhr, ne? Malleolus. Patricia. Geldverleih. Nicht vertrauenswürdig. Naevia ist eine Ärztin. Hat sich im Palast eingeschlossen. Octavia ist eine Patrizierin, die Gartenarbeit macht und putzt. Rufius. Boah, hier gibt's viele Menschen. Alles klar, schön, dass du da warst. Hab eine gute Nacht und ein wunderschönes langes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ja. Und du musst das danach gucken, damit du nichts verpasst. Sentia ist eine Schülerin. Zu ihrer Sicherheit lebt sie nur auf der Villa. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Und Rufius ist zunehmend ausgewühlt. Sentilla, Patrizierin, Schülerin, verschwunden. Sentius, Patricia Magistrat. Ulpius, Bürger, steht in der Schuld von Malleolus. Malleolus mögen wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, der ist kein... Warte, oder Malleolus, ist das jetzt der Alte gewesen? Oder ist es der in dieser Villa, wo dieser Typ davor steht? Virgil ist Architekt. Okay, das war's. Okay. Danke. Of course. Was könnt ihr mir über den Magistrat He's erzählen? one of the better commanders I've ever had. That's for sure. Good stoic. Lives by Seneca's words. Treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Can't ask for much more than that.
Hey, du Locke, wie findest du bisher das Spiel? Interessiert's dich? Wem werdet ihr eure Stimme geben? Not that it's any of your business, but my loyalty is and always will be with Sentius. Unfortunately, I don't think my vote is going to make any difference today. See, Domitius has been going around town, shoring up votes for Malleolus with lies, Okay, bribery, Malleolus and ist der Arsch, intimidation. okay. The man's a savage, but he's a gladiator, so people fear and respect him more than they should. Sentius knows about it, of course, but he doesn't have the same rat cunning as Malleolus. This place will be different with that sleaze at the helm. But I try not to worry about things I can't change. Okay. Kann ich helfen? Ist das nicht irgendwie schwach? Das ist sehr schade. Kann ich helfen? I appreciate the thought, but you're new here, and I just can't see how you could make an impact in the time between now and the election this afternoon. In any case, if you're interested in the election, go and have a chat with Equitia, the Vestal Priestess. She'll be overseeing proceedings. Finde einen Weg, Malleolus aus der Wahl aussteigen zu lassen. Okay, danke. Alright. Dankeschön. Auch wenn ich die ganze Zeit von der Seite mit dir reden musste, aber hier zum Beispiel, guck, hier ist... Was war das? Hier, da, das ist eine. Und jetzt gucke ich mal weg. Und jetzt starrt sie mich an. Mit X kriege ich einen Hinweis. Warte, wird das jetzt dunkel? Nee, hoffentlich nicht. Ist das jetzt zeitlich begrenzt? Dann habe ich nämlich ein Problem. Ave. Ave. Okay, hier war ich noch nicht drin. Okay. Rätsel. Hier ist jemand. Statue von Apollon. Huiui. Eine große Steinstatue von Apollon, den römischen und griechischen Gott der Krankheit und Heilung, unter anderem. Man guckt hoch und sieht direkt sein Gemächt. Wenn du die Knarre gewählt hättest, wäre es leicht, sicher zu gehen, dass der eine nicht gewinnt. Ja, das stimmt. Irgendwas ist mit ihr, ne? Oh. Inspizieren. Mörsel und Stößel haben sich in den letzten 2 Jahrhunderten nicht sehr verändert. Ein Pullimann, ja. Eine Sammlung barbarisch aussehender medizinischer Utensilien, darunter Zangen und Scheren. Hallo, Lucretia. Hi. What are you doing in here? Can't you see this woman is dying? She's been poisoned. She needs the resin of a plant called Silphium, but that Culus cumulatus Decius won't give it to me. Was heißt Culus cumulatus? Magst du das mal checken, Zombie? Hier werden ja anscheinend sehr böse Dinge gesagt. Tut mir leid, ich wünschte, ich könnte helfen. It's too late. Von Profil sieht sie voll hübsch aus. Was ist passiert? She was poisoned. She came in here frothing at the mouth. Normally, I'd treat her with resin of Silphium, a rare plant which is perfect for this sort of thing. And I knew Decius had some at his market stall, right around the corner. So I ran over there, but he just looks at me with this evil smile and says, "That'll be 1,000 denarii." There was no way I could afford that, and he knew it. Then that toad shrugs and says, "Supply and demand. I guess you don't value your friend's life that highly." Anywhere else, I'd just pay a thug to steal it from his stall. But there's no way I can do that down here with the golden rule. So all I could do is come back here and just watch her die. I kept on apologizing. And now I'll never know who poisoned her, or how they managed to do it without breaking the golden rule, or why she cursed that snake's cruel black eyes with her dying breath. Kann ich irgendwie helfen? Well, unless you have the power to bring someone back from the dead, there's really just one thing you can do. Get me that Silphium resin. I'm going to have another patient in here soon. Could be in the next day, or in the next hour. And I will not allow this to happen again.
I don't care how you get it, but you have to make it happen. Because if I lose another patient this way, I swear to the gods below, not even the golden rule will stop me from marching up to that genetic Kampftutor and scratching his eyes out. Das sind ganz schlimme Beleidigungen, die hier immer sagen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich höre ständig die Statuen flüstern. Ist das normal? Oh no. Sorry, I don't mean to worry you, but no, that is definitely not normal. There was one other person who claimed she could hear the statues talking to her. But that was Nevia, and she went a little mad. Vergesst, dass ich etwas gesagt Anything habe. about what? Dankeschön. Können wir über Julia reden? Sure. Julia? What do you want to know? Glaubt ihr, sie wurde vergiftet oder war es selbst verschuldet? Do you really want to know? I mean, if somebody poisoned her, then surely they would have broken the golden rule, and so maybe it's best we don't discuss it. Wisst ihr, was für ein Gift sie genommen hat? Hemlock, I believe. Gibt es einen Grund, warum sie vielleicht sterben wollte? I haven't seen her in months. She's not allowed to leave Malleolas' villa, and they are quite secretive. Gladly. Was ist eure Geschichte? I'm Lucretia, and I'm going to be straight with you. I'm not a physician. This is Nevia's clinic. I've just been filling in ever since she disappeared. I'm tired and out of my depth and miserable all the time. But I'd rather take this on myself than let one of you lot mess it up. Erzählt mir mehr über Naevia. Was? Der After vergrößert? Was? Well, she used to run the clinic. She was a midwife, not a physician. But she was the closest thing we had down here. And she was good, too. Muss mir gleich mal was zu trinken machen, damit ich das Trinkkommando noch einhalte. One day she told me she'd made some profound discovery about the golden statues. This changes everything, she kept saying. But I had no idea what she was talking about. The last time I saw her, the last time any of us saw her, she was muttering to the statues, like she could talk to them. And then she shut herself in the palace, barred the door from the inside, and nobody's seen her since. She's been gone so long now, we figure she's either dead or up to something so strange that she doesn't want anyone else to know about it. But I really wish I could reach her, because that's the only hope I have of solving a troubling problem, a real thorn in the paw situation. One of my patients is suffering from terrible rheumatism. His joints are inflamed and he's in constant pain. Wer? Fahrt fort. He's become so irritable that the smallest things set him off, and I worry he'll end up losing his temper and lashing out. And you know what that means. I just know Nevia would know how to treat him, assuming she's still alive. But nobody seems to know how to get into the palace. Könnte sein, dass es als abwertender Name für einen Schwulen gedacht ist. Ich werde sehen, was ich tun kann. Thanks, I suppose. Okay. Danke. Well, come back if you get sick or injured. Day or night, I'll do what I can. Sie ist, oh nein, sie ist wirklich gestorben. Keine Gegenstände. Sie lag eben noch hier, ne? Und hat gestarrt. Oh, hätte ich ihr helfen können? Hätte ich mit dem Zeug kommen müssen? Aber woher soll ich das wissen, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird dunkel. Aber ich will nicht, dass es dunkel wird. Es hieß, dann gibt es diese Regel. Dann wird einer ausgewählt. Und irgendwie will ich Maelius... möchte ich gern den davon abhalten, dass der nächste Anführer wird. Aber ich bin jetzt erstmal kurz weg und mache mir was zu trinken. Ihr könnt so lange ein paar Clipsies gucken. Bis gleich. Mein Team ist unfähig. Ich kann mich nur auf mich und auf mich verlassen. Und Torge ein bisschen.
Nein! Oh, bitte! Nein! Benutzen Sie freies Laufen, um aus einem Kampf zu fliehen. Ich glaube, wenn du jetzt da drauf gehst, bewegt er sich. Oder es kommen andere Dinge. Hier, willst du dir die Hände einsprühen? Nee, dann sind sie ja ganz nass. Dann sind sie noch nässer. Okay, Oh, verdammt. Und jetzt? Jetzt gehst du auf das Ding. Ja, du hättest wahrscheinlich... Oh, wie süß sie ist. Wie süß du bist, mein Schatz. Oh, süßer Pups, du. Hier ist ihr langes Beinchen. Sie ist so süß. Ich habe eure Andeutungen verstanden. Ihr wollt den Bullen reiten. Ich kann euch das nicht verdenken. Aber wisst ihr, worauf ihr euch da einlasst und ob ihr dafür bereit seid? Was? Ich habe mich umentschieden, ihr liegt falsch. Ich habe gehört, ihr wollt den Bullen reiten. Hallo, ich sehe dich atmen, du blöde Truhe. Glaubst du, ich lass mich verarschen, oder was? Auf ein neues. Das habt ihr nicht. Ich will euch. Nehmt mich. Oh. Gerne. Du musst in die andere... Genau, ja. Ich hab ein bisschen nicht... Nein! Nein! Spring! Ich springe! Lass mich zu! Nein! Ich bin nur Ballast! Ich bin nur Ballast! Okay, soll ich loslassen? Nein! Dann kannst du das sofort hochziehen! Are you catching on yet? Wofür ist dieses scheiß B, wenn es nicht geht, wenn der Charakter hinter dir steht? Ah. Das ist so fies. Nein! 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 Ein Finstergeist. Oh, krieg ich auch dieses hübsche Kleid? Wow! Ich bin eine Schönheit. Ihr denkt, ihr könnt mich besiegen. Bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte! Ja! Oh, bitte lass es das gewesen sein. Oh, ich habe so ein Herzklopfen. Oh mein Gott, ich habe ihn besiegt. Oh, ich zittere voll. Ah! Wenn du eher Frust statt Lust. Hallo. Bin wieder da. So. Irgendwie ist es hier drin warm. 25 Grad. Hui. Hier ist das an. Ein Dorn in der Pfote. Finde eine Behandlung für Rheuma. Ich werde mit Naevia sprechen oder die Lösung auf andere Weise finden müssen. Erreiche Naevia im Palast. Einen Weg in den Palast finden. Die Vordertür ist verriegelt. Es muss einen anderen Weg hineingeben.
Und einen Weg, Maleolus aus der Wahl aussteigen zu lassen, das will ich. Ja, bei mir sind 25 Grad gerade. War auch einen Moment verwirrt und war mir nicht sicher, ob es vielleicht doch am Alter liegt. Hallo, Oldgamer. Na, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wie geht's? Das ist eine Villa. Ich weiß noch nicht. Mach erstmal das hier weiter. Nee, warte, das hier. Ich werde versuchen, euch zu führen. Wie geht's? Wie steht's? Was denn? Da oben ist wieder eine... Komm ins Elendsviertel. Hier darf ich nicht klauen. Klauen ist hier eine böse Tat. Ach, wir sind jetzt hier. Okay, warte, dann... Horatius? Looking a bit troubled there. Möchte ich erstmal mit den Leuten reden. Just as the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls. Hier ist alles super, bis It aufs does Wetter. not Ja. notice the crowds that come. Könnt ihr mir etwas über das Muster erzählen, das ihr gesehen habt? You think you wish to know, but you do not. It is better for you if you remain ignorant. So. Pandora's box must stay closed. I'll say no more. Herausfinden, warum Livia sich seltsam verhält. Mhm. Was haltet ihr von der goldenen Regel? The bloodless shadows. This is their punishment. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. They never do. Was ist eure Geschichte? The bloodless shadows wander without flesh or bone. Some crowd the forum, some the house of the ruler of the depths. Others follow their trades, imitating their previous lives. Braucht ihr Hilfe? Help me? You cannot help me. I have seen things. A pattern, a terrible pattern. It is better for you if you remain ignorant. Pandora's box must stay closed. I'll say no more. Alles klar, dann schlaf gut und hab auch ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, dass du da warst. Gut Nächte. Okay. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? There is only a downward path, gloomy with fatal yew trees. It leads through dumb silence to the infernal regions. Stehe. Was ist eure The Geschichte? Ich mach bloodless das nochmal. shadows wander without flesh or bone. Some crowd the forum, some the house of the ruler of the depths. Others follow their trades, imitating their previous lives. Na gut. Okay. The newly arrived are ignorant of the road before them. Ich habe irgendwie nicht so viel rausgefunden. Das ist ein bisschen ärgerlich. Fortune smile on Wofür? the degenerate mind. Fremdling? Marius? Decius? Wonder how much one of these statues is worth Dankeschön. on the outside. Eine gefüllte Schale. Die lila Karotten sind die Vorgänger der modernen orangefarbenen Karotten. Mhm. Okay, warte mal. Wir reden mal mit den Fremdlingen. Don't you just love I springtime? love your clothes. So exotic. Ja, wieso bist du als Fremdling? Alright. Komisch. Hallo. Ah, you're here. Oh, I'm so glad you decided to visit. I'm Aurelia, and I hope I'm not being too forward, but the moment I laid eyes on you, I was intrigued. There's a Was du light da? in your eyes I've never seen before.
Es A sieht verwirrend aus. learning and sophistication. Und ihr seid so charmant, wie schön. Ach, hört schon auf. Nein, bitte, macht weiter. What was that? Some kind of joke? If it was, it wasn't funny. I take back what I said. Suddenly, I don't find you so intriguing anymore. Let's just forget that ever happened, so we can at least do business. So, Mist. what brings you to my tavern? Lol. Hab's verkackt. Habt ihr interessante Gerüchte gehört? Certainly. For 10 denarii. Ich habe keine 10 Denare. How embarrassing for you. Ich hab's irgendwie ein bisschen verkackt, ne? Ugh, let it go. Nothing's going to happen between us. Aber... Was haltet ihr von der goldenen Regel? I just try not to think about it. Drink helps with that. As the saying goes, to drink is human, so we drink. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? You know, normally, I'd expect you to buy me a drink before asking if I want to get out of here. Das ist süß. Ich wollte wissen, wie ich aus der Stadt rauskomme. I guess that went right over your head. Never mind. As a matter of fact, I do know a way out. I'm happy to tell you all about it, but this is valuable information we're talking about, and I don't just give it out like some cheap oracle. So, how badly do you want it? Is it worth, say, 1,000 denarii to you? Wenn ihr einen Ausweg hier raus kennt, warum habt ihr ihn dann noch nicht selbst benutzt? Simple. It's a one-way trip, and I'm not ready to go just yet. I like my life here. One day, maybe, but not now. Ich finde das doof, dass sie mich nicht mehr mag. Du hast ihr gesagt, du hast nicht mal 10 Denarii. Wieso fragt sie jetzt nach 1000? Ja, bisschen nervös, die junge Dame. Ich habe keine Ahnung, was die da macht, wie komisch die putzt. Ich habe im Moment nicht so viel Geld. Well, perhaps you could take out a loan. I understand Malleolus has lent money to others, on occasion. Ja, dann ist nichts mehr da. All right, see ya. Hab's mir mit Aurelia verkackt, dabei finde ich sie cool. Das ist jetzt ärgerlich. Aber ich möchte, so wie ich entscheide, möchte ich eigentlich gerne lassen. Dann ist es halt so. Irgendwie mag ich das. Hallo? Wonder how much one of these statues is worth on the outside. Ah, back again, I see. Terrible shame what happened to Julia. But we just have to carry on, don't we? Wem werdet ihr eure Stimme geben? Malleolus. I mean, Sentius couldn't even keep his daughter safe. What hope does he have of protecting us? Ich möchte, dass ihr Sentius wählt. Not gonna happen. Okay. Ich brauche etwas Silphiumharz. Certainly. All I ask is a reasonable price of 1,000 denarii. Woher soll ich denn 1000 Denare That's nehmen? hardly my concern. But if you get a job, work hard and save your coins, you should be able to afford it within, say, 5 years? Ihr macht lebensrettende Medikamente fast unbezahlbar? Was stimmt mit euch nicht? Oh, it's perfectly legal. Simply a question of supply and demand, I'm afraid. Take it or leave it. Wie man... Nehme an. Habt ihr das gehört? Hear what? Dieses Flüstern? You sure you're feeling all right? If you're hearing things, perhaps you should pay a visit to Lucretia's clinic. We don't want another Navia on our hands. Was ist mit Nevia passiert? She claimed the statues were whispering to her. Nobody else could hear it. Then she shut herself in the palace and
We never heard from her again. But I digress. Do you want this Silphium or not? So viel Geld habe ich nicht. Very well. Perhaps I can interest you in something within your budget? Was haltet ihr von der goldenen Regel? It's terrible for inflation is what it is. There's so much gold just lying around, it's practically worthless. At least down here. Of course, I have an idea for generating real wealth, but what I need is a bow. Just a simple composite bow. I've scoured this city from top to bottom with no luck. But if you happen to find one, bring it to me and we'll talk. Hat der Magistrat nicht ein Waffenverbot erlassen? Oh, well, technically yes, but that just means you'll need to be a little discreet. Ich mag ihn nicht. Aber er könnte... Also, ohne ihn kriegen wir wahrscheinlich dieses Mittel nicht. Oder wir müssten es stehlen. Und könnte Stehlen nicht dazu führen, dass wir die goldene Regel brechen? Dem geht's nur ums Geld. Nein, ich werde euch keinen Bogen besorgen. No need to decide on anything yet. Just sleep on it, yeah? Very well. Another time. Bisschen kacki. Keep an eye out for Santa. Don't you just love springtime? You stay away from my money. Ein großes Fass, um Bier zu brauen. An der Oberfläche ertrinken zahlreiche kleine Insekten. Wer hat das gesagt mit You stay away from my money? Galerius? Horatius? Looking a bit troubled there. Still no sign of Scintilla. And I haven't slept right in 3 weeks. Don't be too hard on yourself. From what I hear, nobody saw it coming. Anyway, I thought you Stoics weren't supposed to worry about things you can't control. Theophilus vollzog hier eine Orgie mit 4 Frauen und enttäuschte alle gleichermaßen. She's out there somewhere suffering, waiting to be found. Sounds like you're torturing yourself. Leave that for the gods. Try to relax. Get some rest. Tomorrow's a new day. Mögen die Götter gütiger zu euch sein, als sie es zu uns waren, Fremder. Klingt doch gut. Los, lass uns brauen. Nicht. Ich weiß nicht, ob ich Sachen nehmen darf. Oder ob das jetzt, wenn hier eine Truhe einfach rumsteht, ob das als Diebstahl zählt. Da ist eine in dem Wasser. Eigentlich würde ich es gerne mal ausprobieren, ne? Aber ich weiß halt nicht, was passiert. Mach mal Speichi. Möglicherweise die letzte Flasche Wein in der Stadt. Den lasse ich mal zurück. Wenn uns keiner sieht und wir nicht erwischt werden, ist es kein Diebstahl, sondern eine Umverteilung. Ich weiß halt nicht, wie das hier geregelt ist, ne? Da habe ich 155 Denar. Drei Pfeile. Hier irgendwas? Wie sind die Schmetterlings? Ich wollte den Apfel. Er wollte den Apfel. Er guckt mal wieder hinterher. Da hinten ist noch eine Kiste.
Jetzt ist es wirklich dunkel. Heißt es jetzt mal Leolus-Dings? Ich hoffe, das passiert jetzt nicht, ne? So, warte mal, was haben wir gerade jetzt für eine Quest? Stil. Er wird mir das Silphium auf keinen Fall verkaufen. Warte mal. Vielleicht wäre es klug, doch diesen Wein mitzunehmen. Vielleicht können wir Maleolus. Man könnte hier durch. Okay, vielleicht können wir Maleolus damit irgendwie, dass wir da reinkommen. Oder ist das blöd, wenn ich das jetzt mache? Und mir hat das Auswirkungen, wenn ich hier Sachen mitnehme? Aber ein bisschen Schiss. Oh, schade. Nein. Ging da hoch. Okay, im Wasser kann man nicht springen. That lamp! Never have I seen its equal. Oh, er hat darauf reagiert. Wir mit jedem mal geredet haben, aber ich weiß gar nicht, wer die, wo die alle und wie die alle und... Es ist eure Entscheidung. Aha. Ave. Ave. Da ist jemand. Kenn ich dich schon? Hi. Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? Was ist eure Geschichte? I'm Sentia, eldest daughter of the magistrate. But you'd know that if you'd been invited in here and introduced properly. What are you doing in here? And why are you dressed like that? Oh nein. Oh mein Gott. Ich hätte das wirklich jetzt schon machen müssen, alles. Oh, shit. Oh, das finde ich ja jetzt scheiße. Wo sind die alle? Wollte die doch gerne. Vielleicht. Boah, ich verstehe es nicht, aber ich finde es gerade irgendwie doof. Warum eine fermentierte Fischsoße, die als Würzmittel verwendet wird, beströmt ein schwaches, salziges Aroma. Wo bin ich? Ich habe mich verlaufen. Wo treffen die sich denn alle? Ein Bogen. Ich schließe mich ein. Versucht nicht, mir zu folgen. Daraus kann nichts Gutes entstehen. Nevia.
Ja, sie sah sehr genervt aus, ne? Ja, aber der ist so langsam gelaufen. Das hat mich genervt. Jetzt weiß ich nicht, wo die alle sind. Help! You have to do something! A man arrived in the baths. Real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. You have to do something, or he's gonna break the golden rule. Ich habe keine Waffe. None of us do. The magistrate made us throw them all into the chasm. So now this man's bow is the only one in the city. You'll just have to improvise. Thank you. He's still in there, somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. Habt ihr das gehört? Hear what? Hörte eine Stimme, die flüsterte, nein. What? We don't have time for this. I have to go. Vergesst es, ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Ja, warum ich, ne? The shrine is collapsing. Wie geht's dir da drüben? Achtung, Schrein kann jeden Moment einstürzen. Letztes Mal die Nachricht gelesen. Bin ich jetzt dafür verantwortlich? Bin ich jetzt dafür verantwortlich, dass sie da durchgelaufen ist? Da hätte sie mal auf die Stimme in deinem Kopf gehört, ja. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Ich kenne keinen Quinctius. I'm not sure I believe that, so allow me to explain something to you. I am here with orders from Emperor Nero himself to find and execute the cultist Quinctius for terrible crimes against the Empire. So, if you tell me the truth, I will allow you to live. But if you lie to me or otherwise obstruct the Emperor's business in any way, I will put this arrow through your chest. Is that understood? Ich schwöre, ich habe nicht gelogen. You are not off to a good start. When I ask you a question, I expect an answer. Is that understood? Verstanden. Thank you. Jetzt ihn auf den einen. The many shall suffer for the sins of the one. Shit! Jetzt verstehe ich's. Verrückt. Bin falsch gelaufen, oder? Ja, ich muss da lang. Hi! Ich habe mich verlaufen. Shitty. Au! Okay, ich muss runter. Ich muss doch runter. Ich muss runter. Ich muss da lang. Warum haben die auf dich geschossen? Es wurde ein Dings begangen. Eine Sünde. Und jetzt werden alle zu Stein verwandelt. Zu Gold. Was ist denn this way? Da ist Sentius. Oh nein. Ach, warum haben die nicht auf dich geschossen? Die haben erst die anderen. Die haben jetzt die ganze Zeit auf mich geschossen.
Wir haben die ganze Zeit auf mich geschossen. Hast was geklaut? Nee, irgendwie ging es jetzt, glaube ich, darum, dass er den einen töten wollte, oder? Okay. Ich glaube, das wird voll verrückt. Kann Virgil verdächtigen, Domitius, Lucretia, Decius, Malleolus. Okay. Livia. Die Priesterin. Nevia. Ja, kann das sein, dass ich, also ich habe jetzt diese ganzen Quests, ne, und dass es gar nicht so schlimm ist, dass ich das am Anfang nicht schaffe und so, weil dann irgendwas passiert und dann muss ich wieder zurück und wieder erneut an diesen Tag? Verabschiede mich dann jetzt, wünsche noch eine gute Nacht. Das wünsche ich dir auch. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke fürs Zuschauen und habe ein wunderschönes Dankeswochenende. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Okay. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Ich bin Mausi und wir hatten diese Unterhaltung bereits. I don't think so. I've never seen you before in my life. Ihr seid Galerius. Ihr werdet mir gleich anbieten, mich zu Sentius zu bringen, damit er mir mehr über die goldene Regel erzählen kann. Oh, Bacchus, how much did I drink last night? Sorry to have bothered you. Kein Problem, ich muss gehen. Oh, and since you seem to be in a hurry, you should try out this device I made. Worked real hard on it. Ein Seilrutschenlenker. Ein rudimentärer Seilrutschenlenker aus Holz. Dankeschön. Just attach the pulley to the rope over the lake and hang on to the handles. If it works, it'll be faster than walking. Das ist im Prinzip wie untäglich plus das Moment hier. Es kann sein, dass sie weg sind. I haven't quite summoned the courage to test it myself. But don't worry, it's completely safe. Probably. Danke, ich werde jetzt gehen. Alright, see you around. Okay, warte, gucken wir mal. Das Geld habe ich noch. Die Pfeile, die Weinflasche. Anscheinend habe ich alles noch. Wie funktioniert das? Oder funktioniert das nur von da? Das funktioniert wahrscheinlich nur von da, ne? Uff. Aua. Aua. Okay. Cerberus lifts his triple head. Kann ich jetzt mit ihr reden und sie anders sagen? Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their trades. Ein antiker römischer Kavalleriehelm mit geschlossener Gesichtsmaske und Feder aus gefärbtem Pferdehaar. Das ist Stehlen. Okay. Es steht dabei, wenn wir was stehlen. Okay, das heißt, den anderen Kram kann ich sammeln ohne Bedenken, oder? Das wäre auch Stehlen. Ein Gedicht von Galerius. Mein Leben war kompliziert, wie die 7 Arbeiten des Herkules. Ein Weise, besiegt und versklavt, aber ich würde alles gerne wieder erleiden. Denn jeder Verlust, jede Wunde und jede Tragödie brachte mich zu euch. Strahlend wie Roms heilige Flamme, nährt eure helle Wärme meine Seele. Ich weiß, ich kann euch niemals berühren, nur um Vestas Flamme zu halten, aber euch von Weitem zu beobachten und zu lieben, in eurem Strahlen zu baden, ist mir genug. Oho. Mhm.
Wen meint er denn? Okay. Wo kann ich jetzt mit ihr reden? I love your clothes. So exotic. Ah, you're here. I'm so glad you decided to visit. I'm Aurelia, and I hope I'm not being too forward, but the moment I laid eyes on you, I was intrigued. There's a light in your eyes I've never seen before. A certain Jetzt können wir das Richtige antworten. and Mal sehen, ob es das sophistication. Richtige ist. Ne? Ihr seid so charmant. Wie schön. Coming on a bit strong, don't you think? Was? Ihr seid auf mich losgegangen. I take back what I said. Suddenly, I don't find you so Verabschiede intriguing mich auch. anymore. Alles klar, danke Let's Guido just Locken forget fürs that ever Zuschauen. happened, so we can at least do business. So, what brings you to my... All right, see you. Toll. Danke, dass du da warst. Schlaf gut und hab ein wunderschönes Wochenende. The 49 Zum nächsten Mal. melodies, just as the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls. But it does not notice the crowds that come. The newly arrived are ignorant of the road before. Okay, also alles ist... Okay. Gut, da weiß ich es fürs nächste Mal. Ich hoffe, dass es ein nächstes Mal gibt und ich gucken kann. Ja, das habe ich ja schon. Das ist jetzt zweimal. Ja, jetzt habe ich die alte Schriftrolle zweimal, auch gut. Dürfte nicht als Diebstahl. Also wenn es Diebstahl ist, dann steht es dabei. Also fange ich jetzt an, Sachen mitzunehmen. Fange ich an, mich zu bedienen. Hello? Wer bist denn du? Hello? Hi. Was ist eure Geschichte? My name's Dooley. I live here now because I got in trouble and they said they had to lock me up. Was habt ihr getan? I don't know. I don't remember things so good. I think it's just because I was looking for treasure. Vermutete jemand, dass ihr stehlen würdet? Yes, but I wasn't. I was just looking. Ist das alles? They said I did it more than once, but I can't remember things so good. Then they called me mean names. They called me a liar, Billy. Eine lästige Pflicht? Yes. They said I have to live here now and gave me this letter. But I'm not good with words. Do you think you could read it for me? Magistrat Sentius erklärt, dass Duli eingesperrt wurde, damit er keinen Einbruch begeht. Magistrat Sentius an Duilius. Ich schreibe euch hinsichtlich eures unverbesserlichen antisozialen Verhaltens, was aus eurer Besessenheit von einem sogenannten verlorenen Schatz rührt. Ich fühle mit eurer Notlage und dem Ableben eures Vormunds Hannibal vor einigen Wochen mit, doch ich muss euch eine wichtige Nachricht überbringen. Der Schatz, den ihr sucht, existiert nicht. Durch eure Gedächtnisschwierigkeiten liegt es nahe, dass ihr euch einfach falsch erinnert habt. Vielmehr, da ihr bei verschiedenen Anlässen widerrechtlich Orte betreten habt, einschließlich der Umgebung der Zisterne, die für alle Bürger untersagt ist, bin ich widerwillig zu dem Schluss gekommen, dass ihr eine Gefährdung für die Gemeinschaft darstellt und eure Freiheit eingeschränkt werden muss. Solltet
ihr die goldene Regel brechen. Ich hoffe, dass dieser Brief euch dabei hilft zu verstehen, warum ihr inhaftiert wurdet, falls ihr zukünftig weitere Gedächtnislücken erleiden solltet. What does it say? Hier steht, dass sie euch mehrmals beim Einbruch erwischt und eingesperrt haben, um euch davon abzuhalten, die goldene Regel zu brechen. My treasure. Was für ein Schatz. My friend Hannibal used to look after me. He said he always would. But then, he died. It was very sad. He said, if anything ever happened to him, I had to find something very precious hidden away. He gave me this key and made me promise to keep it safe until I found the treasure. But I couldn't find it. All I remember is he said something about the cisterns. But when I went up to the high one, they put me in here. Now nobody looks after me. Except my friend Galerius. And Ek, the priestess lady. She's a nice lady. Wenn ihr mir den Schlüssel gebt, kann ich versuchen herauszufinden, was er aufschließt. Hannibal said I shouldn't give it to anyone I didn't trust. But maybe you could help me get out of here. Then I would trust you a lot. Mhm. Der Magistrat hat euch nicht ohne Grund hierher entsandt. You're mean. I don't like you. Okay. Eine Nachricht von Dully, in der er seine Unschuld beteuert. I did not do it, Dully. Hello? Ich kann jetzt nicht mehr mit ihm reden, okay. Boah, das ist gar nicht so einfach hier. Du machst dich echt bei allen unbeliebt. Ja, anscheinend, ne? Help! You have to do something! A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered. You have to... Ja, eine Ahnung, von wem Virgil bedroht wird? Are you serious? This is an emergency. Are you going to help or not? Jetzt sehen, was ich tun kann. Thank you. He's still in there. Somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. Nein! Geht nicht dort hinein! Why? Vertraut mir einfach. All right, fine. Come and find me in my bakery instead. Please be careful. Ich habe einen Tod verhindert. Oder was ist denn, wenn ich jetzt da reinlaufe? Was passiert jetzt? Du bist gestorben. Letzten Spielstand laden. Okay. Mhm. Die Erfahrung wollte ich auch mal machen. Okay, okay. Also immer wenn ich dahin gehe, wird wahrscheinlich das zurückgesetzt. Machst wieder alles kaputt. Und so fand das Leben von Mausi ein Ende. Ja. Wonder how much one of these statues is worth on the outside. Salve, stranger, and welcome. Very well. Kann ihm nichts Neues fragen. So. Ja, ja, du versteckst dich erstmal. Mit der dich schon geredet, dann war da er. Warte. What are you doing in here? Can't you see this woman is dead? She needs the resin of a plant called Silphium. It's too late. Hat auf ein Gespräch gehofft. Soll ich später wiederkommen? No. Now's fine. I can't afford to wallow here. And I need the distraction.
What's on your mind? Was haltet ihr von der A goldenen city Regel? without sin might sound good on paper, but whoever dreamt it up didn't think it through. Maybe it was an attempt to create some kind of utopia. But snakes like Decius will always find loopholes to exploit. And what can we do about it? Absolutely nothing. In some ways, we are worse off because we can't take the law into our own hands. Well, come back if you get sick or... Wenn ich das Mittel hätte, könnte ich ihr das direkt geben, ne? Heißt, ich müsste den Typen beklauen, oder? Was war das? So. Okay. Also wenn ich dahinter gehe, kann ich das neu starten. Wo bin ich hier? Stock mit Schwamm. Ein kleiner Stock mit einem angebrachten Schwamm. Die Römer haben ihn wohl anstatt von Klopapier benutzt. Er scheint gemeinschaftlich benutzt worden zu sein. Ich sollte ihn wohl besser sofort zurücklegen. Mal hier. Nach mir. Springbrunnen. Ein Springbrunnen, der frisches Wasser produziert, welches vom Aquädukt dahinter zum Brunnen geleitet wird. Wenn Wasser durch Aquädukte die Stadt erreichen kann, dann ist es vielleicht auch möglich, die Stadt über diese zu verlassen. Ich habe ja das Gefühl, dass das nicht geht. Und da oben kann man wegkommen, okay. Ups, hey, bin ich fest? Der Bogen des Meuchelmörders. Auch den Bogen von diesem Typen, ne? Boah, wie soll ich denn den kriegen? Die sind ja witzig. Okay, also, bei der Frau habe ich beide Male gesagt, wie toll sie wäre. Und sie fand beides doof. Also muss ich abweisend sein anscheinend. Oder sie ist in jedem Fall so. Das kann natürlich auch sein. Wo bin ich? Was tut der da? Hi. Immer noch gruselig, dass sie dich plötzlich angucken. Oha. Ich bin einen kreativen Weg in die oberste Zisterne. Ich bin bei der Zisterne. Geht's wieder runter? Komme ich da rüber? Oh. Hi, wer seid ihr? Salve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the golden rule. It's a ghastly thing, is it not? How are you faring so far? Bin etwas nervös. That's good, in a sense. If you're not on edge, you've not been paying attention. But on the bright side, once you've been here a few months, well, it's slightly less terrifying anyway. We've all been where you are now. I remember when I first arrived. I used to lay awake at night contemplating the big questions. Why am I here? Is there a way out? What is the golden rule, and who or what is responsible for it? I still don't have any of the answers, I'm afraid. I don't think anybody does. But I'm happy to share with you what I've learned.
Was ist eure Geschichte? Here, in this place, the magistrate has me earning my keep by cleaning and pruning the gardens. It's not quite how I expected my life to go. I used to live in a lovely villa on the banks of the Tiber. I was even betrothed to a handsome young man from a prominent family. But long hours of menial labor for the good of the community has its own charms too, I suppose. Wie seid ihr hier gelandet? Oh, much the same way as many of the others. When the fires came to Rome 7 months ago, my family and I fled for the Tiber, hoping to escape on a barge. We were among the fortunate ones with enough coins for passage, but unfortunately, there were a lot of desperate people, and they boarded before we could depart. A scuffle broke out, and I was pushed overboard. The last thing I remember was the water, rising up to hit my cheekbone. I woke up by the river, near that shrine, and stumbled across this Ja, place. alle kommen über den Tiber. Tut mir leid, das zu hören. Oh, that's all right. I'm sure it's all part of God's plan for me. Gott, meint ihr nicht die Götter? Oh yes, of course. A slip of the tongue. Lasst uns über etwas anderes reden. If you like. Was haltet ihr von der goldenen Regel? The many shall suffer for the sins of the one. I think about those words a lot. I'd like to think that if we all love our neighbours as ourselves and do to them as we'd have them do to us, then we'll all be fine. But on the other hand, I was always taught the intent of man's heart is evil from his youth, and that all of us are born with a tendency towards sin. And that's where I get stuck. Is it true? Are we born with a tendency towards sin? Ich glaube nicht. Ich glaube, Menschen sind grundsätzlich. You don't think that's a little naive? I suppose you've never seen what I've seen. Innocent men and women, torn apart in arenas while thousands of Romans look on and cheer. Gutes Argument. Ihr habt vielleicht recht. If that's true, then sooner or later, things are going to end badly for all of us down here. Unless, of course, there's some kind of divine intervention. Oh, eine Intervention wird es auf jeden Fall geben, ja. I wish I shared your faith. Okay, also seid ihr christlich? Please keep that to yourself. I know you're not from around here, but things are very difficult for us right now. There was a terrible fire in Rome last year, and our emperor decided to make us his scapegoats. There were executions. It was horrible. Euer Geheimnis ist barmherzig. Oh, thank you. You have no idea how much I appreciate that. Ja, die mag mich. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? I'm afraid not. Although, I did once hear someone gossiping down at Aurelia's tavern about a possible way out. I don't put a lot of stock in such rumours, but if you're desperate and wealthy, you could look into it, I suppose. If that doesn't work, then I suppose we're all stuck here until the gods Jetzt decide our erpressen wir fate. sie, weil wir 1000 Goldstücke brauchen. Danke, ich werde es mir ansehen. I hope it works out. All right, well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if you ever... I can't believe this is how it ends. Oh no. No. No, 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 no. Orpheus, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Ulpius. Please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Ulpius. Help him. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk to him. Glaubt ihr wirklich, dass Selbstmord die goldene Regel brechen würde? I don't know, but it's a crime for slaves to take their own lives. And a debt bondsman isn't far off. Okay, in Ordnung, ich werde mit ihm reden. Thank you. And please,
Choose your words carefully. Ulpius, können wir reden? Let me guess. You're going to lecture me on how suicide is a crime against the Empire. Sag ich wollte euch gerade fragen, was los ist. Ich wollte euch gerade fragen, was los ist. I screwed up my life. That's what's wrong. I borrowed money, and when I couldn't pay it back, I wound up in debt bondage. I'll be stuck slaving away for that Culus Cumulatis Malleolus for the rest of my life. I am out. Wherever you are, Scintilla, my love. I'm sorry. Ulpius, no! I can't believe he went through with it. Oh Lord. That poor lamb. War das meine Schuld? That was not your fault. There's no way you could have given him what he wanted, moments after you arrived. Ein Selbstmord hat die goldene Regel nicht gebrochen. Was bedeutet das? Well, I suppose it means suicide isn't a sin under the Golden Rule. So I guess that means whichever god is responsible for it. It isn't mine. Was passiert jetzt? I'll have to let everyone know what happened. And I guess Malleolus will have to clean up the mess in his villa. It's of his own making, after all. And I'd best pray for poor Ulpius. Okay, jump. Oh nee, das traue ich mich nicht. Oh, ich habe ein paar Speicherpunkte. Oh, soll ich da jetzt runterhüpfen? Aber irgendwie habe ich Schiss vor sowas. Wartet mal, seht ihr das? Wieso sieht das so komisch aus? Ah! Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. Verschlossene. Thank you. I'm delighted and deeply honored to be Spring. And now... Oh, Malleolus. I make this solemn promise to you, good citizens. Warte, er ist jetzt hier unten, ja? Leider. Solemn promise to you, good citizens. Under my leadership, you will finally enjoy the freedom you deserve. And no more shall you walk on. Der wirkt ja sehr selbstbewusst, dieser Kerl. Eggshells, yes. No more should you walk on eggshells, fearing simply... Eggshells? Did you just leap into my villa from the balcony 100 feet above? Er hat 2 Augenfarben. That was either extremely reckless or impressively clever. Well, why have you risked life and limb to see me? Was ist eure Geschichte? I'm Malleolus. And if it wasn't for this interruption, I'd be practicing my victory speech for the election later today. Was werdet ihr unternehmen, wenn ihr gewinnen solltet? I'm glad you asked. I'll finally restore freedom to this city, just as I've been promising. These good people have suffered long enough under Sentius's tyranny. Wie wollt ihr das tun? By declaring there's no such thing as the Golden Rule. It's a children's fable exploited by Sentius to frighten us into submission. Wait, don't tell me you've fallen victim to that monstrous lie? Was macht euch sicher, dass es nicht real ist? The person making a claim bears the onus of proving that claim. Can you do that? Can you prove the Golden Rule is real? Die goldene Regel ist definitiv real. Nonsense! There's no way you can prove that. If it was real and you'd seen someone break it, then you'd be dead already. Und wenn ich es nicht beweisen kann, wenn ich recht habe, wird dieses Wissen eine Katastrophe abwenden. Wenn ich falsch liege, wird die Stadt zu einem besseren Ort. Ist das eine gute Sache? Ich habe
ein Buch mit dem Namen Der Mythos der goldenen Regel gefunden. Wer auch immer es geschrieben hat, ist offensichtlich gestorben, weil er oder sie sich geweigert hat, die goldene Regel zu akzeptieren. You mean that book next to a golden statue in the theater? Tell me, how do you know that statue wasn't put there by Sentius himself? You can't know, can you? Was ist nötig, um euch zu beweisen, dass ihr echt ist? Bücher, Notizen? Surely, you're not one of those people who believes everything you read. As if a lie could be transformed into the truth by the simple act of writing it down. Ich erlebe denselben Tag wieder und wieder. Die goldene Regel wird jedes Mal gebrochen. What? Oh, I see what's happening here. Another poor, vulnerable soul taken in by Sentius's machinations. He won't get away with this much longer. Okay. Auch wenn ich es nicht beweisen kann, wenn ich recht habe, wird dieses Wissen eine Katastrophe abwenden. Wenn ich falsch liege, wird es die Stadt zu einem besseren Ort machen. Ist das nicht eine gute Sache? I disagree. I'll be guided by what is best for the city's people, and that means giving them the freedom to do as they wish. Wie ich sehe, wird nichts, was ich sage, euch überzeugen. True, but that is simply because you are mistaken. Ich möchte, dass ihr von der Wahl zurücktretet. Are you insane? You barge into my villa uninvited and then make outrageous demands? Why would I withdraw from an election I'm bound to win? Denn sobald ihr gewinnt, brecht ihr die goldene Regel, weil ich euch töten werde, wenn ihr es nicht tut. Denn sobald ihr gewinnt, brecht ihr die goldene Don't Regel. talk nonsense. There's no such thing as the golden rule. Ihr werdet Sentius wegen Verrats verhaften und ihn zum Tod durch Gladiatorenkampf verurteilen. How could you possibly know that? Das wissen wir nicht, aber... Weil ich die Zukunft kenne. Nonsense! This is nonsense! I don't know how you know about my plans, but I'm absolutely sure Sentius is involved somehow. And now, I'm going to enjoy watching Domitius kill him even more. Now, get out of here! You outstayed your very limited welcome. Okay. Wie geht's hier raus? Ich habe keine Ahnung. Wo ist der Ausgang? Das da? Thank you. Ich weiß nicht, wie ich rauskomme. Okay, ich verstehe dieses Spiel. Feind Nummer 3. Ich verstehe dieses Spiel langsam. Es geht darum, dass du die Leute Sachen rausfindest über sie, ne? Ulpius beklagt seine verlorene Liebe. Ulpius an seine verlorene Liebe. Möge Gott über dich wachen. Bitte wisse, dass ich so lange durchgehalten habe, wie ich konnte, aber ohne dich ist mein Leben sinnlos. Ich hoffe nur, wir sehen uns im Garten Eden wieder. Sorry, ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Sag mir, wo ich hin muss. Muss ich hoch? Einfach schnell hoch. Okay, hoch ist wahrscheinlich nicht richtig. Hallo? Okay, ich kann da ganz offensichtlich nicht rein. Ich kann auch niemanden ansprechen, aber sie weint. Da ist jemand sehr traurig. Das ist seine Tochter, die er eingesperrt hat. Kann er mir jetzt mal sagen, wie ich hier rauskomme? Kann er mir das sagen? Sentius, ich komm, oder wie du heißt, ich komme hier nicht raus. Nee, du heißt nicht Sentius. Budi. Maleolus, ich weiß nicht. Ja, wie komme ich denn raus? Du lässt mich ja nicht raus hier. Die Tür ist verschlossen, Junge. Was mach ich jetzt? Versteh's nicht.
Nö, ich verstehe es nicht. Ein Abschiedsbrief, vermutlich an Malleolus gerichtet. Julia, an ihre Geiselnehmer Malleolus und Claudia, verflucht sollt ihr sein. Wenn ihr das hier lest, werde ich bereits tot sein, denn der Tod ist weniger schlimm als ein weiterer Tag in eurer Schuldknechtschaft. Mögen die Geier im Tartaros auf ewig eure Eingeweide fressen. Eine leere Flasche. Scheint eine Flasche für Schierling zu sein. Ein tödliches Gift. Sie riecht modrig wie Moiseurin. Bringt's alle dazu, dass sie sich umbringen. Still here? Ja, lass mich doch mal raus. Get out before I have Domitius bash your skull in, fool. Aber du lässt mich ja nicht raus. Die Tür ist verschlossen. Ja. Kann er mir mal die Tür aufmachen, bitte? Still here? Get out of my villa before I have Domitius throw your... Ja, ne. Oh, hi, du starrst mich an. Das ist wundervoll. Ich liebe es. Warte, ist das hier ein Kind? Oh mein Gott, das ist doch ein Kind. Oder bilde ich mir das ein? Okay, ist doch eine Frau. Aber sie ist kleiner. Oder ist das eine Jugendliche? Hallo, kann mich mal einer rausholen, bitte? Hier oben gibt es nämlich keinen Weg. Wein hat aufgehört. Muss ich mir Sorgen machen? Nö, keine Ahnung. Ich bin jetzt hier drin gefangen. Das ist irgendwie nervig. Steht da jetzt halt. Tintenfass. Versteh's nicht. The many shall suffer. Wie soll ich denn jetzt hier fliehen? For the sins of the one. Ach, hier ist ein Schlüssel. Oh, er hat gekämpft, aber er hat verloren. So, warte mal, ich muss noch da. Diesen scheiß Schlüssel habe ich nicht gesehen. Dafür ist aber gerade nicht. Wurde er jetzt früher gebrochen? Wer? Wurde es jetzt früher gebrochen? Ich habe keine Ahnung, was jetzt vorgefallen ist. Lag es jetzt dran, weil ich in dem Gebäude war und nicht gegangen bin? Ich habe diesen doofen Schlüssel nicht gesehen. Der war einfach unsichtbar. Okay, ich habe den Brief an von Sentius an Dulli und ich habe einen Schlüssel. Ich komme jetzt jederzeit in seine Villa rein. Okay. Wo war diese Kiste? Wo war diese eine Kiste, die ich gesehen hatte? Achso. Salve, friend. I'm Ja, ihr habt mir die goldene Regel und so. Kein Problem, wir sehen uns später. Danke. Oh, das war hier oben. Ich glaube, das war, weil ich zu lange bei dem drinne war. Nee, warte mal, das ist hier nicht... Hier war nicht die Kiste. Und dadurch wurde... Das wurde als Sünde vielleicht, oder? Eine Sünde, weil ich gegen seinen Willen noch in dem Gebäude war.
Und nicht, die Priesterin. Was ist mit der Priesterin? Was ist mit ihr? So, was ich jetzt machen kann, ist... Ich kann jetzt hier hoch, ne? Ich kann von hier aus... Hier irgendwie... Wie funktioniert das? Ah. Aua. Okay, also es ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, durch was es getriggert wurde so richtig, aber es ist nicht so einfach. Bei der hier habe ich das Gefühl, wir müssten sie umhauen, aber dann machen wir sie kaputt und das finde ich irgendwie uncool. Geh mal davon aus, dass das, was man einmal gelootet hat, dass das gelootet ist, oder? Aua. Probier mal, ich guck mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jedes Mal wieder neu Zeug drin ist. Oder doch? Oha. Okay. Okay. Es gibt viel zu tun. Frage Ulpius, wie Santilla seinen Selbstmord finden würde. Ah, okay. Herausfinden, warum Livia sich seltsam verhält. Finde einen Weg, Malleolus aus der Wahl aussteigen zu lassen. Ich muss irgendwelche dunklen Geheimnisse ausgraben. Ich will mal Fabian sprechen. Wo ist sie denn? Ist sie schon getroffen? 100 Meter? Da lang? Ach, jetzt steht er noch hier. Ach, sie. Help! You have to... A man... You have... Thank you. He's... I have to... Geht nicht dort hinein. Vertraut mir einfach. Aber wie kann ich... Also ich kann wahrscheinlich erst mich mit ihr unterhalten, wenn ich das gemacht habe, ne? Wenn ich die Wache da abgehalten habe. Kann das sein? Shh, I'm hiding. Did you stop him? Noch nicht. What are you waiting for? Ich habe keine Waffe. Frau. Secundus und Citera waren bis zum Ende zusammen. Okay. Priesterin ist nicht mehr hier. Wo ist die hin? Ophius? Oh. Wo ist er? Wieso habe ich den jetzt krummeln hören? Oh, wo komme ich denn da hin? War ich da schon? Wo bin ich? Ach, sie ist hier. Isn't the great temple majestic? Weiß nicht, ja, hübsch.
Ja, das ist ihre Truhe. Okay, okay. Ich kann mit der aktuell nicht reden. Das ist ein bisschen blöd. Es ist zweifellos unangenehm, mit so einer schlechten Belüftung zu kochen, aber die Römer halten das wahrscheinlich für ein Problem ihrer Diener. Natürlich. Kann ich hier hoch? Hochgehen ist immer ein bisschen eigenartig, ne? Eine Skulptur der Minerva, der römischen Göttin der Strategie. Dass wir die hochheben, wenn die kaputt geht. Das ist Ärger. Okay, hier war ich. Octavias Truhe. A new face. Are they? Wie läuft die Wahl? It must be completed by dusk, just the same as any other official business. It'll be between Sentius, the incumbent, and Malleolus, the challenger. Why do you ask? Es ist eure Aufgabe während der Wahl. I'm responsible for announcing it and making sure the procedures are followed. Kann ich einen anderen Kandidaten vorschlagen? You can, assuming they're eligible and willing to accept the nomination. Er darf wählen. All of the male citizens who are willing and able to attend, unless they're running, of course. Die Frauen dürfen nicht wählen? That's just the way it's always been, I'm afraid. It never sat right with me, either. There are some women who can vote, Vestal priestesses like myself, but in this case, given my role overseeing the election, I've decided to abstain. I can't allow the perception that I'm being anything but fair and independent, but if it's any consolation, there are other ways to influence the outcome of an election. Zum Beispiel? By using whatever gifts the gods gave you. Nothing untoward, of course. Kein Frauenwahlrecht. Ach du gute alte Zeit. Lasst uns über etwas anderes. Certainly. Okay. See you again soon, I hope. Okay. Ist alles nicht so einfach, ne? Ah, das ist so spannend. Ich finde das mega gut. What is it, citizen? Oh, der hat jetzt einen Namen. Er heißt jetzt Horatius. Alright. Er hieß immer Fremder, aber jetzt heißt er Horatius. Ach ja, hier. Vielleicht kann ich jetzt mal mit der Lady hier... Ach du Gott, wie hängt sie denn da? Oh, another one fresh out of the baths, I take it. Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? I'm Sentia, eldest daughter of the magistrate. But you'd know that if you'd been invited in here and introduced properly. What are you doing in here? And why are you dressed like that? Bin nicht von hier. Really? I'd never have noticed, what with your flawless accent, appropriate attire, and impressive mastery of our customs. Now, remind me, why are we having this conversation? Was haltet ihr von der goldenen Regel? You know, some people say it's the creation of an all-seeing God who's watching everything we do. But what kind of an awful, incompetent God would let my sister go missing on his or her watch? Vielleicht wäre es das Beste, wenn ihr die Götter nicht beleidigt, nur für den Fall. Oh, I'd say it to their faces if they had the courage to show themselves. Did you hear that? Curse you, you coward! Where is my sister? What do you have to say for yourself? No response. Nothing. That's what I thought. Nun, jetzt wissen wir zumindest, dass Blasphemie die goldene Regel nicht ist. I'm telling you, this mysterious god of ours has to be asleep on the job. Either that, or, like people are saying, it really is just a children's fable my father is exploiting to frighten us into behaving.
Ist definitiv real. Oh, and I suppose I'll just have to take the word of a know-nothing barbarian who just arrived, will I? Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Ugh, what is it with you people? You heard the rumor that my little sister escaped and figure I must know a way out too. Is that it? Well, that's just a stupid rumor. We have no idea what happened to Scintilla. I wish you mouth breathers would just leave me alone. Kann ich helfen? I don't know. Can you? Can you tell me how a person could have disappeared from a city with no exits and no crime? Was she snatched away by the harpies? Wann habt ihr sie zuletzt gesehen? It was 3 weeks ago. We ate our evening meal together, and I remember she seemed happy. In love. We went into our rooms, I went to sleep, and when I woke up, she was gone. That's it. Ging mit jemandem aus? I think so, yes. But she was very careful about keeping his identity a secret, even from me. Ich mag ihre Augenbrauen. Warum? Because our father had plans to marry her off, eventually, and even a rumor about her attachment to some mystery man might have ruined those plans. Euer Vater hat nichts davon erwähnt, als ich mit ihm gesprochen habe. Wisst ihr warum? That doesn't surprise me. To him, it was like a prize cow wandering off from its paddock. He's upset, of course, but he says he's too busy with the election to help look for her. So he's letting Horatius do the heavy lifting. Some good that's done. Ist es möglich, dass ihr Liebhaber daran beteiligt war? I don't know. But it's been 3 weeks since she disappeared, and he hasn't come forward. That might speak to a guilty conscience. All I know is, whoever he is, he's still here in the city. Sentius, Sentia, Scintilla. Warum ähneln sich eure Namen so sehr? You really aren't from here, are you? All Roman women are named after their fathers. I think it's their way of branding us, like cattle to be sold at market. Jetzt mag ich His sie family irgendwie. name is Sentius, so I'm Sentia because I'm the eldest. And my little sister is formerly Sentia Minor, but she's affectionately known as Scintilla. Ihr seht erstaunlich entspannt aus, wenn man bedenkt, dass eure Schwester verschwunden Why? Because I'm on this couch and not pacing about the villa, wasting energy. I hope you're not insinuating I'm somehow pleased with her disappearance. Nur eine Beobachtung. If you must know, I'm here because my father has forbidden me from leaving the villa. I couldn't bear to lose you too, he says, as if he loves me, and not because he needs at least one daughter he can trade off. Oh. So you'll help me find her? In Ordnung, ich mache es. Oh, thank you. You should probably take a look through her room. It's the one just by the front door. Maybe you'll find something the rest of us missed. Ich werde mich umgehend darum Thank kümmern. you. Eigentlich ist sie, ja, ich kann verstehen, dass sie so drauf ist, wie sie drauf ist, ja. Wenn sie auch noch... Von ihrem Papa hat sie bestimmt nicht Liebe bekommen, groß, weil die andere Tochter ist natürlich die bessere Tochter. Da hatte man es nicht leicht. Sentias Truhe. Sentias Tagebuch. My room. Leave before I call Horatius. Ja, ist ja gut. Untersuchen. Parfum aus Blumen und Öl. Okay. Jetzt sehr viele Flakons. Und Tintenfass. Oha, eine Nachricht von Scintilla. Scintilla für Sentius und Sentia. Möge Clementia euch die Kraft schenken, mir zu vergeben. Es tut mir leid, dass ich euch so verlassen muss, aber ich habe einen Ausweg gefunden und ich muss ihn nutzen. Ich hoffe, wir treffen uns eines Tages wieder. Ugh, this place has become a thoroughfare. What have you discovered? Ich fand einen Brief in ihrem Zimmer, in dem ihr Fluchtplan erwähnt wurde. What? Really?
I swear, I searched her room top to bottom and never saw that. I wonder how I could have missed it. Strange, but well done, I suppose. But it's odd. It was only a few months ago that Scintilla's friend Julia let slip she was planning an escape of her own. And yet, Julia's still here. You should go and speak with her. Find out if she knows anything. She lives in the villa next door. Mhm. Ach, hier ist er. Von Scintilla an Centius, möge Jupiter Optimus Maximus euch weiterhin beschützen und leiten. Vielen Dank dafür, dass ihr mich zu eurer Tochter gemacht habt. Und vielen Dank für den entzückenden Geburtstagsanhänger. Ich verspreche, dass ich ihn immer tragen werde. Ich fühle mich so sicher und glücklich, weil ich euch als meinen Vater und Cynthia als Schwester habe. Die Wahl nächsten Monat scheint euch Sorgen zu bereiten, aber wenn ihr den Leuten den starken und vertrauenswürdigen Mann zeigt, den ich kenne, dann werdet ihr zweifellos wiedergewählt werden. Okay. Aber Ulpius ist doch der sich umbringen will. Und die andere ist die, wenn ich hingehe, die tot ist. Okay, wir haben viel zu tun. Zeitparadoxon. Okay. Cynthia nimmt das Verschwinden ihrer Schwester seltsam gelassen. Ulpius scheint mehr über Scintilla zu wissen, als er zugibt. Domitius hat die Wähler versucht, durch Einschüchterung dazu bewegen, für Malleolus zu stimmen. Ein Meuchelmörder hat auf der Suche nach Quintius die Stadt betreten. Wenn Malleolus die Wahl gewinnt, wird er Centius wegen Hochverrat zum Tode verurteilen. Lucretia schwor, dass sie Decius töten würde, wenn er ihr weiterhin lebensrettende Medizin vorenthalten würde. Jemand in der Stadt glaubt, dass Virgil ein Sünder ist. Decius nimmt in Kauf, dass Julia stirbt, weil er den Preis für die lebensrettende Medizin in die Höhe treibt. Sieht so aus, als würden alle Leute in dieser Stadt sterben, weil eine Person die goldene Regel bricht. Ich muss herausfinden, wer das ist. Centius hat mich deswegen gebeten, mit allen Leuten zu sprechen und ihnen zu helfen, wenn ich dadurch ihr Vertrauen gewinnen kann. Er hat mir erlaubt, falls nötig, ihre Häuser zu betreten und ihre Besitztümer sowie Dokumente zu untersuchen. Aha. Equitia sagt, dass einige Leute einen Fluss erwähnt haben. Ich muss mir die Geschichte von allen anhören, die mir etwas erzählen wollen. Sobald ich herausgefunden habe, was sie gemeinsam haben, sollte ich Equitia zurückkehren. Okay. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Ich bin Mausi und wir hatten diese Unterhaltung bereits. Wait, if I understand correctly, someone is about to break the golden rule, forcing me to create a portal in time to bring you here? I must have entrusted you with figuring out who the culprit is. Only, I assume we failed. And you have to start over. Ja. Is that about right? Ja. If so, what happened? Ich konnte nicht verhindern, dass sie gebrochen wurden. I see. Look, it's unfortunate, but all that matters now is that you make use of what you've learned and gathered and do better next time. Now, I assume you've sought me out again for a reason. Was ist eure Geschichte? Sextus Sentius Imperiosus is my name.
though magistrate is the proper way to address me. Before I wound up here, I was a decurion in the cavalry of Imperial Rome, helping protect civilization from the barbarians. Was ist ein Decurio? It's a cavalry officer. I had 30 men under my command. This was my uniform. Warum tragt ihr das noch? As magistrate, I usually wear a toga, but today I may need to survive long enough to create the portal for you, so it seemed prudent. Wie seid ihr Magistrat geworden? I was elected 7 months ago, uncontested because of my command experience. Since then, there's been growing agitation for another election. They're supposed to be annual, but I agreed to hold it sooner, hoping it would placate my constituents. Unfortunately, it just seems to have emboldened certain elements instead. Wie seid ihr hier gelandet? My men and I were at the Emporium in Rome as honor guard for a visiting dignitary arriving upriver by barge. Now, the port is usually bustling, but just as our guests arrived, waves of people began running toward the river from streets and alleyways in every direction. They were trying to escape a terrible fire. Unfortunately, the crowd sent my horse into a panic, and I remember it losing its footing by the water's edge. The next thing I knew, I was waking up on a riverbank not far from here in the company of some stranger. I went looking for my horse and discovered that lonely temple. You can probably figure out the rest. Very well. Ich hatte gehofft, euch ein paar Fragen zu meiner Untersuchung stellen zu können. Ask then. Ah, okay. Das waren die Fragen. Good. Now, was there something else you wanted to discuss? Probieren wir mal das hier aus. Ich möchte, dass ihr Dudi befreit. You mean Duilius? Releasing him is out of the question, I'm afraid. That man is a liability we simply cannot afford. Perhaps you're not aware he was caught multiple times, sneaking around in places he should not have been. Was genau hat er denn getan? Look, I can see where you're going with this. You think me cruel. I assure you, that is not the case. You may not be aware of this, but it was not so long ago, during the Republic, the law of the 12 tables would have required that he be killed as soon as he was born, owing to his deformities. Here we see to it that he has food, water, and shelter, and most importantly, he is able to continue living. A privilege that would be taken away from all of us were he to be released and commit the crime of trespass. The man has no self-discipline, poor comprehension of what is going on around him, and is an incorrigible rule-breaker. I will not jeopardize the lives of my people so that one man can go free. Now, was there something else? Thank you. I'll be waiting here for news. Okay. Ich würde gerne ihr Tagebuch lesen, aber das kriegt sie, glaube ich, mit. Citizen? Du bist dran. Liebes Tagebuch, heute schlug mein Vater vor, ich solle Tagebuch schreiben, um mich abzulenken, während wir alle mit dem plötzlichen und schrecklichen Verschwinden meiner Schwester zu kämpfen haben. Als pflichtbewusste Tochter werde ich dem natürlich nachkommen. Die folgenden Seiten enthalten meine intimsten Geheimnisse. Ich weiß, dass ihr dies lest, Vater. Ich bin vielleicht jung, aber haltet mich nicht für dumm. Wir haben alle das Recht auf unsere Geheimnisse. Cynthia. Gut reagiert. Gut reagiert hat sie. Are they?
Okay, also wie ihr seht, es läuft immer viel darauf hinaus, dass man wieder und wieder irgendwelche Abschnitte macht und weiterkommt und mehr erfährt. Und dadurch zum Beispiel diesen Ulpius aufhalten kann. Und wir kommen jetzt in dem sein eines Haus rein, weil wir haben den Schlüssel. Praktisch, praktisch. Weil wir nämlich alles, was wir hier haben, behalten. Das finde ich gut. Also alles, was wir finden. Ich habe schon 1000. Okay, aber... Ich mach jetzt aus hier.